kann nur eins sagen, er ist einfach ein Bastard. Sag ich, Vatergrad. Egal, ob es da irgendwie ins Fernsehen kommt. Es ist halt früher so gesehen, oder mit dem Lineal, das habe ich gehasst. Im Schlüsselbund und Lineal auf den Kopf. Ich habe geschätzte 10,5 Millionen Franken bekommen von Ringen, damit ich das mache. Das hat mich umgebracht. Fürs Leben. Das ist eine Narbe in meinem Herz, das wirst du nie können mit Make-up verdecken. Ich bekomme Kopfhörer, kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Damit ich nicht den Videoeinspieler sehe auf dem Monitor, bekomme ich noch eine Bandage. Und jetzt kommen Sachen führen. Nach x Jahren nach seinem Tod kommen Sachen führen. Man hat ihn anscheinend umgebracht. Neue Ausgabe vom Flowcast und ich freue mich mega auf meinen Gast heute. Ich kenne ihn schon seit über 20 Jahren. Bei seiner Zeit von Music Star haben wir uns kennengelernt. Sind uns immer irgendwie wieder mal begegnet und ich habe ganz viele offene Fragen, die wir klären müssen. Und es ist der Piero Esteriore. Es gibt eine Frage, die, glaube ich, vielen irgendwie da rumschwirrt und ich wollte sie unbedingt in dieser Sendung stellen. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich dich aber so sehe und ich glaube, du weißt, welche Frage ich meine, Piero, oder? Darf ich sie fragen? Oder, Du darfst. weil ich habe gesehen, dein Bus ist recht gross und ich weiß nicht, was für Leute da drin sind, Piero. Ja, es kommt darauf an, was du fragst. Aber nein, du darfst. Wir dürfen über alles reden. Natürlich. Über alles. Natürlich. Ungeschnitten, das ist der Piero Esteriore im Flowcast. Meine erste Frage immer, auf einer Skala von 1 bis 10, Piero, wie fest bist du im Flow? Ich bin so richtig im Flow. So 10. Immer? Eigentlich immer. Immer im Flow. Wenn ich zu dir komme, sowieso. Wir haben das schon lange nicht mehr gesehen, jetzt aber, muss man sagen. Was ist das, etwa 10 Jahre? Kommt jetzt die so? Frage oder nicht? Ja, ich wollte noch anders ausholen, aber Dann kann ich die Brille abziehen. ist gut. Okay. Jetzt geht es auch mir ein bisschen besser. Guten Morgen, Piero. Guten Morgen. Es gibt viele, die wir miteinander. besprechen müssen, Piero. Es gibt Okay. Viel ist gegangen in den letzten paar Wochen. Du hast neue Musik rausgebracht. Du hast dich, ihr seid getrennte Wege gegangen, Stereo Brothers, die wir alle kennen. Ich wollte alles von dir Wie wissen. nennst du die? Stereo Brothers, oder? Esteriore Brothers. Piero, Flavio. Ui. Wir müssen fast schon mal anfangen. Esteriore Brothers. Esteriore Also Brothers. Estereo Brothers, das höre ich in Ägypten, wenn sie es nicht aussprechen können. Aber hier in der Schweiz, also du solltest es schon können. Piero Esteriore. Okay. Also, ungeschnitten haben wir gesagt, darum lassen wir das drin. Ja. Du bist im Flow, Piero. Sag mir mal schnell, was läuft so aktuell bei dir? Es ist alles im Flow-Bereich. Also es läuft viel läuft. Die neue Single «Ich schenke dir», das habe ich meinen Brüdern gewidmet. Das ist in den letzten 2 Monaten entstanden. Durch die Up and Downs mit den Emotionen umzugehen, wenn in der Familie irgendetwas ist, weißt, ist es für mich immer ein bisschen speziell. Dann trifft es mich meistens auf einem speziellen Nerv, wo ich dann manchmal nicht weiss, wie umgehen, emotional. Und es war noch recht schwierig, aber ja, jetzt ist das in diesem Song verpackt und ich konnte etwas Positives daraus aus dem, wie soll ich sagen, Schmerz, aus dieser Enttäuschung halt rausholen. Und ist ein ganz toller Song entstanden. Ich kann sagen, ein wunderschöner Song, tönt auch recht positiv. Gehen wir ganz kurz zurück, du wirst nächstes Jahr 50. Wer bist du so als kleiner Bub, Piero? 50. Ja, das ist jetzt richtig gesagt. Als kleiner Bub, ja, wie bin ich gewesen? Ich glaube, ich bin immer noch der gleiche Bub. Also, immer im Flow. Immer von 1 auf 10. Würde ich jetzt mal sagen, lebhaft. Und ich habe immer die Bühne gesucht. Die Eltern haben ja Musik gemacht, Tanzmusik. Und ich war am liebsten immer dabei und immer mitgegangen. Und ja, immer irgendwie bin neugierig auf alles, was sich bewegt hat um mich herum. Und auch müssen wissen, wieso und warum. Und ich glaube, ich bin das immer noch, ja. Ein aufgewecktes Kind, sagen wir jetzt mal. Okay. Ja. Hast du Schule gemacht, hier in der Schweiz? Ich weiß gar nicht. Bist du da aufgewachsen und geboren? Überlegen. Ja, hier in der Schweiz, ja. Ich bin hier geboren.
hier aufgewachsen, Kindergarten, Schule. Zweimal Schule ausgewechselt, ja. Warum? Ja, weil wir umgezogen sind. Aha, okay, nicht weil sie sich rausgewählt haben. Nein, wir sind umgezogen. Nein, ich war ja noch klein. Ich glaube in der ersten Klasse, ja, und dann in der dritten wieder umgezogen. Ja. Bist du ein guter Schüler gewesen? Eben ein aufgewecktes Kind. Doch, eigentlich schon. Ich war immer aufmerksam gewesen und habe auch aber immer Aufmerksamkeit gesucht. Also ich wollte, dass der Lehrer merkt und spürt, dass ich hier bin im Klassenzimmer. Ja. Und hat er Freude gehabt dir oder nicht so? Eigentlich schon, doch. Er hat Freude gehabt. Natürlich nicht immer, gell? Ich musste vielmal auch raus sitzen. Und dann musste ich halt oben runterfahren und dann wieder rein dürfen. Okay. Das war halt früher so gesehen, oder mit dem Lineal, das habe ich gehasst. Mit dem Schlüsselbund und Lineal auf den Kopf geschlagen. Hast du das erlebt? Also ich habe das nur erlebt. Das ist ja gar nicht so lange her. Ja, das vergiss ich auch nicht. Das ist wie ein Trauma, wo, wie soll ich sagen, mein ganzes Leben sicher ein grosses Problem ist. Ich glaube, ich habe auch ein paar Schäden davon getragen. Also der Lehrer hat dich mit dem Lineal auf den Kopf gehauen? Ja, das sind hier die viereckigen Lineal, oder? Die vergesse ich nie mehr. Oder? Die Geodreieck? Die viereckigen. Ah, die holzigen? Die holzigen ja. Oh, krass. Und das war richtig schmerzhaft gewesen, oder? Ständig auf Bam! Ist hinten durchgelaufen an uns und dann hat es einen gegeben, oder? Also haben das alle erlebt, oder nur du? Nein, sicher nicht alle, aber 2, 3 in der Klasse, oder? Die Frechen, ja, die lebhaften Buben halt. Ja. Und das hast du mit dir einfach machen lassen? Ja, ich bin zwar schon manchmal heim und habe reklamiert bei meinen Eltern. Dann habe ich noch mal einen Klapper bekommen von meinem Vater. Das war der Style früher, Sizilianer, kannst du dir vorstellen. Ja, wenn ein Lehrer dir einen auf den Kopf haut, ist, weil du böse bist oder einen Fehler gemacht hast. Er hat richtig gemacht. Nochmal eine. Oh, krass. Ja, nein, es ist nicht... ich lache heute, aber es ist wirklich schon ein bisschen ein Trauma gewesen. Ja, verstehe ich. Also gut gibt es das heute nicht mehr, oder bist du auch der Meinung? Nein, heute, ja, es geht heute... Heute wirst du vorbeigehen in der Schule und dann mit dem Lineal allein zurückklopfen. Ja, zum guten Glück, meine Tochter ist 23 und mein Sohn ist 15. Die kleinste ist 6, 7 gleich. Bis heute, wirklich, dank Gott, ich habe nie in die Schule ausgehen, irgendwie mich einmischen oder nein. Ich finde, die müssen sich selber wehren und auch selber zu der Schulaufsicht gehen, zum Lehrer und das klären, oder? Und zum Glück bis heute nie vorgekommen in diesem Sinn, oder? Aber heute ist es auch anders. Ich glaube, heute darfst du nicht einfach ein Kind schlagen und anlängen. Also, dann hast du wirklich ein heftiges Problem. Also früher ist das gang und gäbe. Also, dass du das erlebt hast, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ja okay. Nein, ich habe das erlebt. Also, ich wollte jetzt den Lehrer nicht erwähnen, weil sonst wäre es ein bisschen gemein. Oder? Hast du ihn jemals wieder mal gesehen und über das geredet? Nein. Keine Klassenzusammenkunft gegeben? Nein, nie mehr gesehen. Wirklich nie mehr. Vielleicht glaubt ich bin auch froh. Ja, verstehe ich. Nee, froh. Dann, also die Schulzeit mit dem crazy Lehrer, nachher eine Lehre gemacht, oder? Ja, ich war dann frühzeitig 10. Schuljahr. Das war offen. Man kann jetzt schon eine Lehre anfangen oder man hängt noch an. Und ich habe natürlich lange gewusst schon, was ich will. Ich will singen, ich will bekannt werden, ich will Sänger sein. Ich wollte jeden Tag mit der Musik zu tun haben. Darum habe ich mit 15, 16 auch das Konservatorium in Basel besuchen, was ich nur ein Jahr eigentlich gemacht habe. Aber meine Eltern haben dort auch, es hat Geld gekostet. Oder? Ich bin wirklich happy heute noch, dass ich das gemacht habe. Das bisschen Schule hat mir noch ein bisschen einen Schliff gegeben, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe Schlaginstrumente, also Schlagzeug immer gespielt. Dort habe ich mit einem Sechser abgeschlossen. Ich habe mit 6 angefangen. Und dann habe ich früh gemerkt, ich singe am Schlagzeug. Das ist irgendwie, du kannst nicht ausbrechen als Sänger. Ich wollte führen in der Front. Und dann mit 11 hatte ich die erste Schülerband, mit Hochzeiten gespielt und so. Und irgendwann mit 17, 18 habe ich dann aufgehört, Schlagzeug zu spielen. Ich habe gespürt, ich muss einfach führen.
Ich muss irgendwie die Band leiten und Frontman sein und entertainen. Ja, und, das war eine coole Zeit. Ja. Und dann hast du eine Lehre gemacht, auch, oder? Ja, oder da bin ich bin immer in Coiffeur? Coiffeur. Ich habe dann lang am Bahnhof SBB gespielt, mit einem ehemaligen Gitarrist, Schulkollegen von mir, Nenad. Und dann sind wir dort stundenlang spielen. Und ich wollte eigentlich gar keine Lehre machen. Ich wollte einfach Musik machen. Ich wusste, was ich will. Und ich habe einfach nicht verstanden, wieso darf ich nicht machen, was ich eigentlich will. Oder? Aber da hat jetzt geheißen, nein, du musst eine Lehre machen, du musst etwas lernen und Zeug und Sachen. Dann habe ich das gemacht, das Klassische halt. Habe ich das gemacht. Es war wirklich tricky für meine Eltern. Ich habe dann ein halbes Jahr bin ich einfach im Zeug rumgegangen und habe nur gesungen, jeden Tag am Bahnhof, bis mein Vater das erfahren hat. Und dann hat es natürlich nochmal deftige Diskussionen gegeben. Und dann ist eine Kollegin, eine Bekannte von der Familie, auf mich zugekommen, mich getroffen und hat mit meinen Eltern geredet, die Mutter von ihr und so, und hat gesagt, du Piero, Patrizia übrigens, Patrizia Gaffo, der muss ich alles verdanken, wirklich. Die ist gekommen und hat gesagt, hey Piero, wieso machst du nicht eine Lehre? Ich bin Coiffeuse bei Nino Suda, komm doch dorthin und so, wir suchen jemanden. Ich sagte, nein, los, ich will Musik machen. Ja, ich habe es mitbekommen von den Eltern und so, aber los jetzt, er ist ein Schlagzeuger. Der Lehrmeister, der Chef. Er ist auch ein Vollblutmusiker. Der liebt das, der spielt vor den Kunden im Fall, mit seinen Gongas im Geschäft. Und wir haben sogar noch ein Klavier im Geschäft. Er hat es bei mir gemacht, Ding. Dann habe ich gewusst, okay, Coiffeur. Ja, ich habe schon immer als kleiner Bub die Frisuren, die meine Mutter mir hat schneiden von einer Coiffeuse, hat mir nie gepasst. Ich hatte so eine Pilzfrisur, weißt du, ausgesehen, als hätte ich einen Helm an. Und aus diesem Grund habe ich den Coiffeur eigentlich gehasst. Und habe mir immer selber die Haare geschnitten. Und hatte ein bisschen Flair gehabt, zu einer Maschine oder zu einer Schere. Dann habe ich ihr gesagt, ja, ich komme mal besuchen, das ist nicht schlecht. Wenn er Musik macht, dann würde es mich interessieren. Hey, und das war es. Dann hat er mich mit offenen Armen empfangen dort, ein Gespräch. Und dann habe ich das Klavier gesehen und die Congas natürlich. Dann ist mein Herz gerade aufgegangen. Und dann habe ich gedacht, hey, cool. Und dann habe ich noch Theaterstadt Basel, eine Schauspielschule besucht. Ein Jahr. Dann habe ich gefunden, perfekt, der Laden ist gerade unten dran. Also besser kann es nicht sein. Und dann habe ich halt gewaffert. Also eigentlich Glück gehabt, dass du so wie den Rahmen gefunden hast mit Musik und Haarschnitt? Nein, ich war wirklich im Clinch. Ich wollte Karosseriespengler werden. Und der Arzt sagt, mein Hausarzt, nein, ist nicht gut, du singst gerne und dann der Feinstaub und dann hast du ein Problem. Und wir haben die ganze Familie einen Tick mit der Nase. Mach immer. Und dann musste ich Polypen schauen, ob irgendwie da die eine Seite ist zu war, haben wir das operiert, dann ist es ein bisschen besser geworden. Und dann hat der Hausarzt gemeint, vergiss es mit Karosseriespengler. Du bist den ganzen Tag am Spritzen, im Lack drin. Dann habe ich gesagt, okay, dann stirbt das, die Idee. Und dann hatte ich wirklich lange zu kämpfen gehabt. Darum habe ich jetzt extrem auch viel Toleranz bei meinen Kindern, wenn sie mit 14, 15 noch nicht wissen, was sie machen wollen. Ich sage, los, dann bleib lieber in der Schule. Geh noch weiter in die Schule. Aber tu dich nicht einfach für einen Beruf entscheiden, nur damit du eins hast. Weil du musst glücklich sein in dem, was du machst. Du musst am Morgen aufstehen, musst Spass und Freude haben. Sonst kommt es nicht gut raus. Und ich habe jetzt das Glück gehabt, dass jemand auf mich so zugekommen ist und mir das voll. gesagt hat. Also ich kann gerade sagen, aber du hast jetzt so ein bisschen vorweggenommen. Also du bist selber ja Papi, hast 3 Kinder. Wenn jetzt die würden sagen, hey, ich habe keinen Bock auf eine Lehre oder Ausbildung, ich will einfach gerade, keine Ahnung, auch Musik machen oder ich habe eine Idee für eine Firma, würdest du das zulassen? Du, ich würde sicher ansitzen und mit ihnen reden, aber ich würde nie im Leben sagen, nein, ich bin nicht einverstanden, nein, das machst du nicht. Ich glaube, das würde nicht funktionieren bei mir. Also jetzt, mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, würde ich es garantiert nicht so machen, weil das tut dann wieder abschrecken, das tut dann, wie soll ich sagen, ich will ja nicht der böse Papi sein, ich will der coole Papi sein, ich will der sein, wo sie alles teilen.
Ich habe meine älteste Tochter, die redet mit mir über alles. Also, als wäre ich eine Frau und ihre Mami. Also, wir haben hier kein Tabu. Und, das ist mega schön. Und das finde ich eben gut, weil dann passieren gewisse Sachen vielleicht auch nicht. Oder sie fragt mich nach einem Rotschlag. Sogar wenn es um Beziehungen geht, um Typen und weiss ich was. Und das heißt einfach immer, nein, ist nicht gut. Oder? Nein, ich versuche immer neutral zu sein und ich sage jetzt nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Natürlich habe ich meine, wie soll ich sagen, meine Präferenzen. Aber was wünscht man am eigenen Kind? Nur das Beste. Und natürlich einer, der sie nicht schlägt und einer, der respektvoll umgehen kann. Oder? Meistens, wenn sie wissen, wer der Papi ist dann der Respekt oftmals schon da oder sie schrecken zurück und wollen sie nicht mehr dort. Das ist das Problem, haben wir auch schon diskutiert. Und dann sage ich, ja, du entweder stehst du zu mir oder du stehst zu ihm und spätestens, sobald ich ins Spiel komme, dann ich bin der Papi, bleib der Papi. Oder? Also muss schon abgesegnet werden von dir, Nein, das nicht. Ich meine, sie dürfen wirklich frei entscheiden, mit wem sie ihr Leben teilen wollen. Ich sage einfach, hey, Vorsicht, oder? Ich sage, wer ich bin. Sie wissen, wer ich bin. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, erzogen worden. Und gehe einfach nicht zu weit weg. Verstehst du? Ich respektiere wirklich jegliche Religionen, egal ob jemand politisch Fan ist von jemandem, wo ich vielleicht wenig interessiert bin. Nicht. Aber ich sage einfach den Grundkern. Bei mir war es halt so, bevor ich jemanden kennenlerne oder zusammenkomme mit jemandem ernst, der zusammen arbeiten, muss ich wissen, wer ist die Mami, wer ist die Papi. Für mich war das immer wichtig. Weil dann weiss ich, wer du bist. Also, ja. Du hast es gerade angesprochen, römisch-katholisch, bist du gläubig? Du hast das Kreuz, oder? Ich bin schwerstgläubig. Also, wie soll ich sagen? Ich bin jetzt nicht der, der jeden Tag in die Kirche geht, aber ich bin extrem, ich glaube einfach, so wie jeder an etwas glaubt, ich glaube auch an etwas. Und ich glaube an Gott, ich glaube auch, was in der Bibel steht. Weil ich kann mich auch identifizieren mit dem. Mir sind auch Sachen passiert in meinem Leben, wo ich suche meine Antworten immer in der Bibel. Also liest du sie auch? Das habe ich jetzt nie niemand erwähnt, aber ich lese die Bibel, ich habe eine. Und meistens hinten bei der Bibel die schönen Sprüche. Die schönen einfachen Sachen, oder? Die einfacheren Sachen, aber dort finde ich immer eine Antwort. Wenn ich nicht weiterkomme und es ist abartig, was da vorkommt und wie soll ich sagen, es überstimmt. Es ist immer es ist nicht nur einfach eine Antwort. Er gibt wirklich Antwort auf das, was du gerade mit einem riesen Fragezeichen nicht weiterkommst. Und auch das mit dem Hodenkrebs, was passiert ist. Ich habe 24 Stunden Todesangst gehabt, und mich und mein Bruder, Gabriele. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen am 3 Uhr morgen. Überventiliert im Bett, zittert, Depressionen, Angst, Panik habe ich gehabt. Dann machst du die Bibel auf und dann merkst du wirst ein bisschen ruhiger. Du findest wie tolle Worte. Das Vertrauen und vor allem, dass Gott der Einzige ist, der immer in dir lebt. Oder? Klar, ich trage ein Kreuz. Manchmal denken die Leute, das ist mehr Modeschmuck. Aber ich trage es wirklich, weil ich es wirklich so auch empfinde. Oder darum habe ich mir jetzt am Hals ein Kreuz tätowiert. Ja, das habe ich vorhin gesehen. Würdest du aber sagen, du schlägst die Bibel eher auf, wenn es einem nicht so gut geht oder auch wenn es mega gut geht? Weil oft sucht man ja die Bibel dann eher oder das Gebet, wenn es einem nicht so gut geht. Genau, oder? Das darf man nicht. Aber der liebe Gott hat es gut gemeint mit mir, dass es mir immer wieder schlecht geht, damit ich immer wieder zurückdenke an ihn. Und dass ich mindestens einmal, zweimal in der Woche schlage ich die Bibel auf. Ich meine, wenn ich sie nicht aufschlage, dann gehe ich oft auf Maria Stein in der Grotte runter. Das ist bei uns in Baselbiet. Übrigens empfehle ich das jedem draussen.
ist ein Pilgerort und dort ist auch mir ein Wunder passiert, wo ich eben von Hodenkrebs hatte. Und eben, wenn ich sie nicht aufschlage, dann bin ich sicher alle 2 Wochen oder einmal in der Woche fahre ich dort auf und muss einfach in die Grotten runter. Du bist einfach dort und gehst in dich? Ich bin dort, ich meditiere ein bisschen, ich bete, dann schreibe ich in das Buch hinein. Es ist wirklich mega schön. Es erfüllt mich auch. Ich laufe dort raus. Ich laufe vielleicht mit Sorgen dort rein, mit einem schweren Buckel. Und dann laufe ich dort raus und bin ein bisschen an ein Lächeln im Gesicht. Das mir persönlich. Ich kann einfach in meinem Leben herausfinden, was tut mir gut. Das muss ich immer wieder machen. Was tut mir nicht gut, das muss weg. Okay, mega schön. Wir waren ja bei der Coiffeurlehre, wir sind so mit drin. Wenn wir dort noch mal schnell anknüpfen, dann ist ja dann bald das 2004 mit Music Star gekommen. Dort habe ich dich als kleiner Bub als Reporter interviewen, so dich kennengelernt und immer ein bisschen verfolgt. Kannst du dich noch gut an die Zeit erinnern mit Music Star? Also ich kann mich sehr gut erinnern. Unsere Interviews? Also an dich kann ich mich extrem gut erinnern. Du bist ein bildhübscher, junger, 16-jähriger Bub dort mit dem Mikrofon in der Hand. Und nach der Sendung bist du auf die Bühne gekommen und bist uns interviewen, oder? Und es ist einfach ehrlich rübergekommen. Und ich dachte, hey, schau jetzt das mal. Ich bin 10 Jahre älter wie du. Ich war dort 26 gewesen. Und dann habe ich dir, glaube ich, noch gesagt, also, du wirst ein ganz guter Journalist, ganz grosser Journalist. Du hast einfach reden, du hast einen Smile drauf gehabt. Der liebe Gott hat es auch gut gemeint mit dir, dass du noch gut aussiehst dabei und dann noch gut reden kannst und sympathisch rüberkommst. Und das ist für uns dazumal nach einer Sendung ist man sowieso aufgewühlt gesehen, wer ist jetzt rausgefallen, wer ist traurig gesehen und dann ist der Journalist der Erste, den du antriffst. Und das hat immer ein bisschen Hoffnung gegeben. Das ist mir wirklich sehr gut in Erinnerung geblieben. Darum habe ich auch das Interview ohne Wimpernzug zugesagt. Ich habe gesagt, was, Flavio, da komme ich. Danke vielmals für die lieben Worte. Ich habe dich immer gerne im Interview gehabt. Du bist eben auch so ein Sympathischer gewesen und alle haben dich irgendwie dort gerne gehabt, ich meine, nicht? Du, oder bist das nur ich und meine Mutter? Nein. Man hat mich, glaube ich, von der ersten Sekunde weg eigentlich immer entweder geliebt oder gehasst. Das stimmt schon, das ist schon polarisiert. Ich habe polarisiert, scheint man hört das heute noch. Also, aber ich glaube, es ist einfach es ist wie eine Medaille. Es hat eine Vorder- und eine Rückseite. Oder? Es können nicht beide glänzen. Eine ist halt Raucher und die Rauche, das ist die direkt an der Haut, weil das Glänzige muss gegen aussen sein. Das hat mir auch ein weiser Mensch beigebracht von Los Angeles. Da will ich jetzt gerne erwähnen. Der Miles Copeland war auch ein Manager, den ich hatte, der dann schlussendlich zu einem Mentor geworden ist, weil uns hat wirklich ein paar tausend Kilometer Distanz, oder? Los Angeles und ich bin hier von der Schweiz. Und da hat gesagt, los, willst du sich die managen, musst du hier rüberkommen, musst du hier wohnen. Und meine Tochter war dazu mal 2-3 Jahre alt. Es ist für mich nicht aufgegangen, diese Distanz. Und da hat mir gesagt, vergiss einfach eins nicht, du trägst eine Medaille. Gegen aussen musst du immer glänzen. Fast ein bisschen protzig. Hollywood, like Hollywood. Aber die Rückseite dieser Medaille, die ist rauch und die klebt dir an der Haut. Da. Die riebst, die kann manchmal wehtun. Und mit dem musst du lernen umgehen. Oder? Du musst einfach immer bewusst sein von diesen 2 Seiten. Die musst du einfach tragen. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Noch ein schönes Beispiel mit dieser Medaille. Ja. Findest du das auch heute noch so? Oder findest du, man muss auch die rauche Seite zeigen? Machen wir jetzt eigentlich auch gerade, dass wir nur über das Positive reden. Weißt du, es ist ja so, die rauche Seite, also ich schaue immer, das Beispiel jetzt das Kreuzbeispiel genommen von der Medaille, oder? Ich nehme das immer als Beispiel auch heute noch, oder? Die Vorderseite, oder? Manchmal passiert es durch heftige Bewegungen im Leben, dass dann die glänzige Seite an mir klebt.
Und die rauche ich gegen aussen und ich merke es nicht. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich bin am Glänzen. Dabei bin ich extrem rauch unterwegs. Mit meinen vielleicht Verhalten oder mit meinen Aktionen. Für das ist eben wichtig, dass du die Person, die gegenübersteht, es mit dir ehrlich meint. Das Team, das man sich aufbaut, das Freundeskreis, das man sich aufbaut. Weil wenn etwas glänzt, dann kommt alles. Und wenn etwas rauch ist, dann nimmt alles ein bisschen Abstand. Und ich musste lernen in den letzten 10, 12 Jahren, muss ich ein bisschen weit rausholen, 15 Jahre. Weil nach dieser Frage, die du sehr wahrscheinlich noch wirst stellen in diesem Interview, ist natürlich einiges passiert mit Nervenzusammenbrüchen, Depressionen, Verfolgungswahn, Existenzängste und so weiter und so fort. Dann musst du lernen, mit dieser Medaille umzugehen, dass sie weiterhin glänzen soll. Aber das Problem ist einfach bei mir, ich habe beide Seiten Rauch gehabt. Der Glanz vom Music Star ist plötzlich erloschen in 0,9. Solange die Scheinwerfer an sind, dann glänzt man. Hier innen sind jetzt 1, 2, 3, 4 Scheinwerfer an. Ich bin am Glänzen sehr wahrscheinlich. Wenn du die ausmachst, ich weiss nicht, ob das Studio das jetzt die Möglichkeit hat, jetzt, wenn ich sage, bitte Licht aus. Kannst du das in der Regie, das Licht mal ausstellen? Nein, einfach zum auch das Publikum oder der am Zuschauen ist, mal vorstellen, was das heisst, glänzen und dann die Rückseite von der Medaille, die Rauch ist, können wir das einmal schnell ausprobieren, dass man das Licht. Kannst du das in der Regie, das Licht abstellen? Nein, es ist dort. Warte, ich kann es. Du musst überbrücken, Piero. Du musst überbrücken. Ja. Wir sind ja digital unterwegs. Wir sind digital unterwegs. Technologie heutzutage kann ja vieles und einiges. Aber ich würde sagen, das ist auch live, was wir hier machen. Das gehört eben auch dazu. Es gibt Sachen... Du willst, dass es jetzt dunkel wird? Ja, wir probieren es jetzt mal ich würde mir wünschen, schaut jetzt einmal, wenn es plötzlich nicht mehr glänzt. Wenn die Scheinwerfer ausgehen, dann passiert genau das, oder? Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wie viele Leute schauen noch zu, wenn es so dunkel wird. Noch sehr wenige. Und dann wird es spannend eigentlich. Dann muss man auf der Suche, jetzt kannst du wieder an. Ich finde es eigentlich gerade noch ein bisschen schön. Es ist sehr romantisch. Ich glaube, wir machen nur noch so die Interviews. Ja, und wenn es dann wieder glänzt, dann ist natürlich alles da und alles will mittun, alles will dabei sein. Und was ich sagen mit dem ist, mit der Rauchenseite der Medaille. Ich bin heute stolz und ich fühle mich geehrt, dass die dunkle Seite ziemlich oft in meinem Leben gekommen ist. Auch wenn es nur in der Karriere ist. Oder? Aber genau dann lernst du dich kennen. Oder spüren. Wie noch nie. Wie nie zuvor. Dann weisst du auch, wer wirklich hinter dir steht. Dann entweder bist du Mutterseele allein oder du hast eine Mami, einen Papi, Brüder, in meinem Fall jetzt, oder einen Top-Manager. Es ist nicht immer so geil, Manager, aber Manager haben eine sehr wichtige Rolle. Dich aufzufangen in Momenten, wenn es eben ein bisschen dunkel wird, dass ich dann auch trotzdem, und wenn es mit dem Handy ist, das Lämpchen anmache, damit du siehst, wo du durchläufst. Ja, voll. Und, ja, ich will jetzt nicht anfangen philosophieren, aber ja. Mega schöne Metapher, super mit dem Licht. Gehen wir doch gerade zu dieser Frage, wo ich auch nervös bin, ob ich sie stellen darf. Du kannst, glaube ich, Brille ich muss jetzt anlegen. Das war ja dann nach Music Star, nach deinem ersten Album. Muss ich Brille anziehen? Ich glaube es. Du redest von einer Frage, die nach dem aussieht. Ich glaube, ja. Sie kommt jetzt, Piero. Du bist ja mal in das Rhein-Gebäude gefahren mit deinem Auto. Und ich frage mich bis heute, und ich glaube, das ist auch noch nie aufgelöst worden, ist es in Kooperation mit dem Blick und eine PR-Aktion? Oder ist das Piero, der einfach durchgetragen ist?
Allora, caro Flavio, das ist eine Frage, die ich seit bald 20 Jahren höre. 20 Jahre. Ich kann natürlich nicht jedem Menschen eine Antwort geben, der auf der Straße ist. Aber ja, vielleicht ist der Moment zum Brüllen abziehen und dir die Frage zu beantworten. Willst du die Wahrheit wissen? Du hast jetzt so entertained, jetzt weiss man schon gar nicht mehr, ob das, was kommt, stimmt oder nicht. Ich habe geschätzte 10,5 Millionen Franken bekommen von Ringe, damit ich das mache. Das ist Antwort 1. Antwort 2, du darfst nachher entscheiden, was du das Gefühl hast, was stimmt und was nicht. Antwort 2 ist, hast du das Gefühl, dass ich eine PR-Aktion mit meiner Musik, Lieder, die ich selber schreibe, die eigentlich meine Babys sind, aufs Spiel würde setzen fürs Marketing, wenn ich weiss, dass es nach 17 Jahren Boykott zensuriert wird und geschätzte 1,8 Millionen Franken Schaden gebracht hat. Mit unzähligen Nervenzusammenbrüchen, Depressionen. Angespuckt zu werden auf der Straße. Auto verkratzt zu werden auf der Straße. Was denkst du? Was war es? Wenn du mich so von außen anschaust, meine Laufbahn von der Karriere, du kennst schon mich seit Music Star, ist es eher A oder B? Ich bin zuerst nicht ganz sicher, aber das mit dem Depressionen, Anspucken und dem Cash, den du da offenbar verloren hast, wirkt schon sehr glaubwürdig. B. Richtig. Nein, es ist natürlich eine Frage, die nachvollziehbar ist und ich auch respektiere, dass jeder das denkt. Weil, man kennt ja das Presse und Boulevardpresse. Viele Sachen ja vorausplanen, damit es dann ein Hit wird oder was auch immer. Aber das ist definitiv nicht gesehen. Oder? Es ist aus Emotionen entstanden, ja, kurz gefasst und dann vielleicht Themawechsel. Aber ich habe das noch nie gesagt irgendwo in einer Kamera. Oder ich könnte jetzt noch 2 Stunden reden über was da gelaufen ist. Aber Grosspapi stirbt, das wichtigste Mensch von meinem Leben. 2-3 Monate später muss ich eine CD-Taufe machen für das Album, das ich eigentlich ihm gewidmet habe, Io Vivo, das heisst, ich lebe. Dort ist mir bewusst geworden, was Leben ist und wie lange das Leben kann sein und wie schnell das vorbeigehen kann. Und dann kommst du die CD-Taufe, du musst professionell sein und dann kommt ein Artikel raus und der Journalist, wie auch du Journalist bist, oder? Isst mit im Restaurant und der sitzt am Tisch, schwarz bekleidet. Und 2 Tage später bringt er einen Bericht raus, der unter alle Sau ist. Etwas, das hat mich umgebracht, fürs Leben. Das ist eine Narbe in meinem Herz, das wirst du nie können mit Make-up verdecken. Ich habe zwar meine Medaille drauf, versuche sie zu verstecken, wir reden nicht gerne über das, aber sie ist da, sie ist präsent, sie gehört zu meinem Leben. Es tut natürlich auch nicht rechtfertigen, dass was ich gemacht habe richtig ist. Das ist natürlich ganz klar falsch gewesen. Aber ich habe in diesem Moment aus Emotionen, aus Temperament reagiert. Und 3 Anwälte, keine 150'000 Franken wollte ich vertreten. Gegen Ringe. Also was willst du da machen? Ja, das ist... aber es gehört zu meinem Leben. Es hat mich gekennzeichnet. Es hat mich zu dem gemacht, wo ich vielleicht heute bin. Ich bin ein tiefgründiger Mensch geworden, glaube ich. Ich mag auch nicht
oberflächliche Interviews. Ich mag auch nicht Güppel heben an irgendwelche Anlässe. Ich habe immer das Gefühl, ich muss durch das, was ich durchgemacht habe, so, ich muss immer singen, ich muss etwas geben, damit ich dort sein darf. Also, weil, ja, x-mal anhören, wieso schreibst du nicht ein Buch? Hallo, ich bin nicht 80, ich bin nicht 60, 70. Ich würde gerne mal vielleicht die Geschichte erzählen, wie sie richtig ist. Aber es soll immer um Musik gehen, weil schlussendlich ein Künstler lebt von Musik und von Auftritt und sonst kann er nicht leben. Da kommt dann ein Applaus und das ist die Bestätigung, der Balsam Verzähl. Und man muss auch irgendwie können, alles andere unter Dach und Fach bringen. Oder? Meine Kinder, die in die Schule gehen, die auch das Gleiche machen, Werdegang wie ich. Ich bin auch in der Schule. Und die werden dann darauf angesprochen. Oder? Hey, Schitz, dein Vater hat das erzählt, ja, die Papi hat das gemacht. Also ist der Fall von dort mal auch noch ein Thema heute? Also du wirst darauf angesprochen, deine Kinder sind wahrscheinlich nicht mehr, oder? Also ich habe gestaunt, als ich 60 Jahre Blick, Buch, Ringe, als ich hier 2 Seiten bekommen habe, ich wirklich gestaunt, dass ich hier dazugehöre. Als wäre ich irgendwie ein ehemaliger Bundesrat gewesen. Ich bin gar nicht stolz auf die Geschichte, aber es ist passiert. Ich sage immer, ein Fehler darf passieren und wichtig ist, man lernt daraus. Oder, wichtig ist, man kann auch zugeben und sagen, hey, es war ein Fehler gewesen. Und ich würde es sicher nie mehr machen, so auf diese Art. Oder? Aber wenn man eine Kurzschlussreaktion hat, und das gebe ich vielen mit auf den Weg, auch Jugendliche, weil es ist ein Riesenthema mit dem Mobbing auch heutzutage, wo auch ein bisschen in die Art, wisst ihr, ich muss einfach eins wissen. Ein Künstler ist Person des Öffentlichen Lebens. Öffentlichen Lebens. Das heisst, du hast entschieden, ausgestellt sein am Schaufenster. Mit Scheinwerfer. Richtig. Das heisst jetzt für viele Menschen draussen, also dann musst du auch alles abbekommen. Aber ich sage, es kann nicht sein, dass ich wegen dem jetzt misshandelt werden. Weil das geht unter Misshandlung. Und ich habe mal einen fetten Brief geschrieben am Bundeshaus auf Bern. Zu dieser Zeit. Ich bin als emotionaler Mensch. Also wo das passiert ist mit dem... Richtig, aber einen fetten Brief. Ich weiss nicht mal, ob der Brief auch ist. Ich habe gesagt, wo ist Menschenrecht? Wo ist der Respekt geblieben? Meine Pressefreiheit. Weißt du, was das heisst? Pressefreiheit. Das heisst, ich kann über dich schreiben, was ich will. Das Gleiche mit Betreibungen. Ich meine, ich schlage mich seit 20 Jahren mit Betreibungen. Seit dem Ringen-Crash-Fall. Logischerweise bin ich ins Schleudern gekommen. Und jeder darf mich betreiben. Jeder darf mich schwarz anmalen. Ich darf mit einem Stift, einem Pinsel, die jetzt einen schwarzen X über das Gesicht machen. In der Öffentlichkeit. Also wie soll die Person des öffentlichen Lebens, die eigentlich eine Verantwortung trägt gegenüber Jugendlichen draussen, die bei Music Star den Erfolg miterlebt haben, wie können die jetzt umgehen, wenn du dem sein Idol oder dem sein Sänger die ganze Zeit mit einem schwarzen Pinsel das Gesicht übermalst. Und er hat geschrieben, die Pressefreiheit ist okay, wenn man sie auch gegenlesen darf und einwilligt und einverstanden ist, dass man das abdrucken darf. Und der Journalist hat einfach etwas abgedruckt. Einfach damit er Quote haben kann bei seinem Chef. Die hat er dann auch gehabt. Er hat sogar einmal gesagt in einem Interview, mein grösster Hit war der Bier aus der Jahre. Was war der Satz, der dich dort aber auf die Reaktion gebracht hat? Ja, der Tod von meinem Großvater. Alle singen, nur das Rindsfilet bleibt stumm. Oder, das ist der Satz. Das war der Titel. Oder es trugen alle schwarz. Es sah aus, als wäre es eine Bankett einer Mafia-Beerdigung. Wenn du so etwas liest,
Also, das ist deftig. Das ist richtig deftig. Und ja, ich gebe es zu, das hat mich gekennzeichnet. Sicher lebenslänglich. Aber ich glaube, es hat ihn auch gekennzeichnet. Ich glaube, er schläft auch nicht ruhig Nacht. Habt ihr euch jemals versöhnt oder ein Gespräch nach dem gehabt? Du, man hat sich ein- oder zweimal mal getroffen. Versöhnt ist jetzt... Ich meine, ich verzeihe wirklich viel und alles. Weil ich eben... Ich kann gerade sagen, die Bibel wäre auch Verzeihen und Vergeben wichtig, also, gell? nein, das habe ich auch gemacht. Ich habe keinen Hass. Ich versprühe keinen Hass. Oder? Ich meine, natürlich ist das alles Kacke gewesen, aber es ist passiert, was willst du machen? Natürlich wünsche ich, dass das nicht mehr vorkommt, also, dass keine andere das müsste erleben, oder? Dann sind natürlich auch die Fragen gekommen, hast du das gemacht, weil ich Italo bin, weil ich Secondo bin, oder? Ich bin Ausländer, oder? Dort habe ich noch mehr zu spüren bekommen, dass ich Ausländer bin, oder? Aber einem Schweizer hat man das vielleicht nicht gemacht. Weißt du, die Fragen sind aufgekommen, wäre dem das auch passiert, verstehst du? Und es hat halt weh gemacht, weil 17 Jahre lang, weißt du, wirst du beim Radio gespielt und überall wird es mühsam, Türen gehen zu und keiner getraut sich mit mir zu arbeiten. Ich meine, die Leute haben wirklich Angst bekommen und denken, mit dem ist es gefährlich. Oder? Aber ja, irgendwann müssen wir eine Sondersendung machen, wo ich noch x andere Geschichten erzählen könnte. über die Szene, über die Musikszene und es sieht alles so glänzend aus, aber es ist ein hartes Geschäft. Ja, definitiv. Also jetzt haben wir das für ein und alle Mal geklärt mit dieser Fahrt ins Rheingebäude. Ich muss aber gleich noch mal ganz schnell fragen, hat es auch Leute gegeben, die gesagt haben, Piero, geile Sieg. Gut hast du das mal gemacht. Ja, gut hat das mal jemand gesagt. Das wollte ich jetzt gar nicht erwähnen, aber man redet ja meistens immer vom Schlechten. Das Negative rückt immer einem näher, ist immer auffälliger. Es gibt auch viel Positives natürlich. Moritz Leuenberg, wo mich dazu mal in Schutz genommen hat. Oder ich habe jetzt gerade letztens gesehen, dass das Video einen aufgepostet hat und viral gegangen ist, also saumässig viral gegangen ist, würde ich jetzt mal sagen. Und dann bin ich schnell ein bisschen schauen, die Kommentare, und die sagen, oh, du bist eine Legende und das und jenes, du hast dich unsterblich gemacht. Also klar, nach 20 Jahren kann man mit einem Augenzwinker ein bisschen schmunzeln und zurückschauen und denken, ja okay, aber es ist schon traurig, dass man sich unsterblich gemacht hat, wenn man so den Satz hört, du hast dich unsterblich gemacht mit dem. Und es ist gar nicht Musik, es war eine Aktion, wo natürlich durch die Musik entstanden ist, natürlich schon ein bisschen Musik. Darum auch «The Show Must Go On», meine nächste Tour, die jetzt vor der Tür steht. «The Show Must Go On», das hat zu tun mit Freddie Mercury, der das Lied auch komponiert hat. Ich glaube, einer der letzten Songs, bevor er gestorben ist. Und das ist ein Hoffnungsträger, wie auch «Ich schenke dir». Das redet von einer Trennung, oder? Ich schenke dir mehrere Jahre, ich schenke dir mehrere Tage. Das ist mein Wunsch an dich. Bis du zurückkommst, bin ich schon lange bei dir. Das heisst, es gibt Sachen und alles im Leben, was kommt, wieder geht. Und spätestens dann muss man sich einfach bewusst sein, etwas, was geht, wo niemand kommt, heisst nicht, dass nie mehr wirst sehen oder erleben. Weil ich folge ja dir. Oder du mir. Also, bis du zurückkommst, bin ich schon lange bei dir. Also, das heisst, man ist immer vereint. Und es ist ein Prozess, wo man im Leben, ich schreibe eben liebend gerne Songs. Und es muss immer etwas passieren. Umso deftiger der Ereignis, umso kraftvoller ist das Lied. Und ich überlege mir manchmal längere Zeit, wie soll ich den Satz anfangen im Song? Aber meistens kommt er einfach aus dem Bauch, aus meinem Instinkt. Und so ist das Lied entstanden, aus der Trennung mit den Stereo Brothers. Wo ich natürlich heute und immer sage, das ist
gleichen Familie. Wir sind eine Family. Warte. Reden wir nachher gerade über deine Brothers und dein neueste Werk und deine neue Geschichte. Was mir vorher noch in den Sinn kam, ist bei dem, was du erzählt hast, eben, dass es eine harte Zeit war und so. Es gibt ja auch das Sprichwort, ist der Ruf mal ruiniert, lebt er sich ganz ungeniert. Wenn alles mal kaputt ist, kann man auch dann sich nachher alles erlauben und ist alles ein bisschen lockerer. Hast du das nie so empfunden? Nein, also... Weil bei dir können wir das ja jetzt wirklich mal überprüfen und sagen, ist das so oder nicht? Also sonst sagt man das ja immer so. Ich vergleiche es einfach so. Ich mache gerne immer so Beispiele, wo ein Kind auch kann verstehen, was ich will sagen. Oder? Ich schaue es an wie ein Sprungbrett im Schwimmbad. Es gibt ein 1 Meter Sprungbrett, es gibt ein 3 Meter Sprungbrett, dann gibt es ein 10 Meter Sprungbrett. Ich glaube, so ist das Leben auch aufgebaut. Man fängt mit einem 1 Meter an. Das Mami schaut zu. Irgendwann will man auf einen 3 Meter. Das Mami darf es nicht wissen. Die hat Angst. Manchmal hat das Vorgesetzte mehr Angst als du selber. Oder? Und dann geht es auf einen 3 Meter. Das hat weh gemacht. Es ist nie genug. Man will immer höher und höher und höher. Ich glaube, man muss sich irgendwann mal zufrieden geben und erkennen, okay, ich glaube, ich bleibe einfach beim 3 Meter. Da kann ich noch cool Spiessle machen. Da sehe ich noch gut aus dabei. Ich habe, glaube verstanden, ich will nicht auf 10 Meter. Für mich ist es okay auf 3 Meter. Weil auch dort kann man elegant kumpen und aussehen. Oder? Aber wie soll ich sagen, es ist noch schwierig. Es ist noch schwierig, das zu definieren. Oder? Was ist Erfolg? Was ist Erfolg für dich? Eben, was ist für dich persönlich? Wie definierst du Erfolg? Also, Erfolg für mich ist, ich stand am Morgen auf und ich bin gesund, ich habe keine Krämpfe, ich habe keine Schmerzen und kann mich konzentrieren auf den Alltag. Und ich kann für die Kids da sein, ich kann für die Musik da sein, ich kann mich für das Konzert vorbereiten. Das ist für mich schon ein Riesenerfolg. Und dann schaffe ich an das, bis ich dann den Applaus holen kann. Oder? Ich glaube, der Applaus ist der grösste Erfolg, den man im Leben kann. Wenn der Mensch ist, wo kann man zuhören und am Ende der Show oder vom Lied einen kräftigen Applaus, das ist eigentlich der grösste Erfolg. Jetzt sagen viele, ja super, mit dem hast du ja noch nicht gelebt und verdient und Rechnungen gezahlt. Natürlich ist Erfolg auch, dass du davon leben kannst. Oder? Hier in der Schweiz ist halt Musiker sein, Sänger sein kein Beruf. Wird immer klein geredet, weil ein kleines Land ist. Aber es ist falsch, Kollege, es ist falsch. Weil das Land hat ein riesiges Potenzial. Es hat viel Firmenanlässe, Events, Geburtstagfeste. Also, wenn man will, kann man wirklich jeden Tag singen, wenn man es wirklich will. Oder? Aber das ist eben 3 Meter, 10 Meter. Wie viel will ich von mir selber? Oder? Und man ein bisschen die Bescheidenheit, die uns gelehrt wurde in diesem Land, und ein bisschen auf dem Boden bleibt, dann kann man von 365 Tagen im Jahr kann man locker 200 Mal singen. Und wenn es für 50er ist, 50 Franken. Oder irgendwo am Bahnhof. Oder irgendwo am Bahnhof. Selbst dort kommt etwas in den Hut rein. Gut, man muss auch sagen, gell, wo wir hier auf Campertour waren mit den Brüdern und versucht haben, hier viral zu gehen, ist die Polizei gekommen, gell, in allen Ländern. Genau das Paradebeispiel. In Venedig haben wir in die Gondel müssen, aufs Wasser, damit wir singen können. Du zahlst und brauchst eine Bewilligung, dass du Piazza San Marco singen darfst. Okay. Und ich rede nicht von Singen mit Lautsprecher. Also einfach «Che confusione, sarà perché ti amo». Schon das ist gerade die Polizei um dich herum und dann gibt es einen Strafzettel. Dann haben wir uns entschieden, in Gondeln reinhocken, weil auf dem Wasser
muss die Polizei zuerst einmal auch mit einer Gondel hochsäckeln, oder? Das wäre vielleicht noch viraler geworden. Nein. Vielleicht, ja. Nein, ja, du musst einfach abwägen, wo geht es durch und was brauche ich zum Überleben und was will ich überhaupt für ein Ziel setzen und erreichen, oder? Und ja, sag mal, einfach nicht zu viel verlangen und lieber ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Karriereaufstieg, wo langsam aufgeht. Und wenn ich dann in 10 Jahren bin ich dann 60, dann kann ich zurückschauen und sagen, hey, die ersten 20 Jahre waren heavy. Aber langsam bin ich jetzt angekommen und ich konnte davon leben. Oder? Also, du hast selber gesagt, wir dürfen glaube sagen, es war Achterbahn in deiner Karriere, auf und ab, oder? Da hat es so Fälle gegeben, mega erfolgreich mit dem Album unterwegs gewesen. Dann, Eurovision bist du auch mal noch gewesen, oder? Das könnte man auch 2 ist Stunden drüber reden. Ist ja gerade wieder Eurovision-Zeit. Da müsst ihr wieder Brüllen anziehen, aktuell, das ist auch so ein bisschen... Aber tolle Erfahrung. Innen durch ab gewesen, oder? Eurovision. Ja, natürlich. Das ist sich selber begraben, oder? Aber ich habe dort ein Lied gesungen, das nicht mein war, das ich musste singen. Oder? Wie hat das geheißen? Celebrate. Clap your hand, irgendetwas, gell? Ich habe ja noch gesagt, bitte, ich mache das Lied nur, wenn ich es ändern an Text, an Arrangement. Weil, also mit vollem Respekt, das Lied hat der Stiefsohn vom Schweizer Delegierten geschrieben, also der Stiefsohn von Toni Wachter. Du hast ja den kennt, oder? Und dann hatte ich zuerst das Lied, einen Rocksong. Und dann habe ich den Carmen Feng gegeben, gell? Weil Carmen Feng hat mit Celebrate gar nicht anfangen. Die hat davon brillen und nein, dann habe ich gesagt, hey, Ladies first. Ja, dieses Lied, das du bekommen hast, den Rockigen, das würde mir besser passen und gefallen. Und sie hat ja den ersten Platz gewonnen. Und die hat Eurovision gar nicht viel Wichtigkeit gegeben, weil Italien jetzt seit Jahren gar nicht mitgemacht hat. Und mir war das gar nicht so präsent, das Ganze. Dann habe ich gefunden, ja, Ladies first, Carmen, kein Problem, nimmst du das Lied und ich nehme das, aber mit der Bedingung, dass ich es noch ändern darf. Oder? Und das habe ich dann nicht mehr dürfen. Mir ist es versprochen worden. Und dann musste ich auf Genf mit dieser Produktion so singen. Das hat man auch gesehen bei meiner Performance in Istanbul. Ja, stimmt, Istanbul ist es, ja. Ich hätte Bäume draufklettern. Aber wieso hast du es gleich gemacht? Ich musste. Es ist ein Muss. Hey, es ist kein Genuss. Es ist kein Genuss, es ist ein Muss. Also stell dir mal vor, ich sage zu dir, Flavio, ab morgen bist du Metzger, du musst metzgen. Dort darfst du Metzger interviewen. Das ist dein neuer Job ab morgen. Du sagst, ja nein, ich bin Journalist, ich will auch andere Leute interviewen. Nein, du kannst nur in der Metzgerei, dort wo sie schlachten. Dort musst du die Metzger interviewen, was sie fühlen dabei. Was für ein dummes Beispiel ich jetzt am machen bin. Aber um dir erklären, wie schrecklich für mich das war. Und also es hat keinen Ausweg gegeben. Dann sagst du, nein, los, unter 3 Bedingungen. Wenn es wirklich muss sein, unter 3 Bedingungen. Der Piero darf ich in dieser Metzgerhalle interviewen. Ja. Zum Beispiel. Und dann passiert, dann findet das nicht statt. Dann fühlst du dich hintergangen und verarscht. Verstehst du, was ich meine? Und dann gehst du auf Genf, denkst du nichts dabei, singst das ab, nimmst noch 4 Music Star Teilnehmer mit, oder? Ich dachte, hey, ich will die teilhaben lassen an meinem Erfolg. Als Drittplatzierter bei Music Star nimmst du mit und die kriegen das natürlich alle auch mit. Und dann sage ich jetzt den Namen nicht, gell? Von dieser Person. Nein. Ich sage jetzt den Namen nicht von dieser Person, weil das wird ich dann irgendwann schon mal in einem Buch sagen. Aber das muss ich auch sagen. Ich gewinne den 1. Platz in Genf. Die Quote bei Music Star sind alle Piero Stereo 1. Platz gewesen. 3 Wochen später singen wir in Genf. Die letzten 4 Finalisten treten bei Eurovision Contest in Genf an.
nicht mehr gesteuert vom Schweizer Fernsehen. Plötzlich wird die Erste. Die Quoten stimmen überein mit damals hat es ja Blue-In oder Also die Telefondienste oder was? Telefondienst. Das war alles gesteuert vom Schweizer Fernsehen, oder? Aber es hat noch SMS-Voting gehabt. Ja, okay, ja. Anyway, ich gewinne den ersten Platz in Genf, dann kommt einer aus der Plattenfirma. Ich will anstoßen, er auch. Er sagt mir, ich gratuliere dir noch zu deinem Untergang. Von deinem Karriereende. Und stoß da. Einer von der Plattenfirma, wo mich eigentlich hat unterstützen zu dem, wo mir versprochen hat, ich darf das Lied noch umarrangieren. Ich darf statt nur «Clap your hands», «Just clap your hands», den Text ein bisschen noch verändern. Seid ihr nach dem Sieg? So etwas im Fresse. Wie gehst du mit so? Wie bist du da drauf gewesen? Bist du nicht durchgedreht? Ja, ich sage jetzt nicht, was ich gemacht habe, aber es ist nicht. Kannst du Brille anlegen und sagen? Es war nicht lustig. Es war gar nicht lustig. Weil die Person arbeitet dort immer noch in der Musikbranche und hat ziemlich etwas zu sagen und zu melden. Aber vielleicht bis sie 60 bin, schafft sie nicht mehr dort und dann läuft es wieder anders. also ein bisschen crazy Business ist die jetzt. Es ist einfach ein oder? crazy Business, wo, ich meine, es gehört alles dazu. Es darf eine Achterbahn sein, es darf Ecken und Kanten haben. Aber ich sage, es muss auch ein bisschen gerecht sein. Also du kannst nicht nur Schlechtes bringen, also du kannst nicht nur die rauche Seite von der Medaille die ganze Zeit versuchen glänzen zu lassen. Das wird es nie. Also es braucht ein bisschen eine Balance von beidem. Und das schaffe ich seit bald, ja, in 2 Jahren, seit 30 Jahren. Unglaublich, seit der ersten Platte, die ich rausgebracht habe. Aber ich bin immer noch, weißt du was, voller Freude und Elan. Das verstand ich nicht. Manchmal frage ich mich... Du brauchst das eben gleich, oder? Ich weiß es nicht. Ob ich es wirklich brauche, weiß ich nicht. Was ich sicher brauche, ist Musik, Lieder schreiben, singen, performen. Weil das erfüllt mich. Und wenn es mich berührt und erfüllt, dann kann ich auch weitergeben. Das brauche ich. Aber man braucht den Applaus als das brauche ich 100%, ja schon, nicht? 100%, aber ob ich das Ganze hier brauche mit dem ganzen Wischiwaschi hier, wie soll ich sagen, mit dem Plattenfirma, Major Labels, was sich natürlich auch geändert hat. Eben, wir sind ja in einer neuen Zeit. Social Media hat natürlich... Heute brauchst du die nicht mehr, oder? Nein, brauche doch. Also organisch, ich sehe, das Fernsehradio ist organisch, das ist wichtig, wirklich lebenswichtig. Weil es gibt viele Leute, die 50, 60, 70, die schauen gerne Fernsehen, die schauen gerne Tagesschau, die schauen gerne tagtäglich, Tele Zürich oder Flowcast, die schauen noch gerne Fernsehen. Vielleicht die heutige Jugend, die sind voll auf Netflix und Handy fixiert. Das ist natürlich schon tragisch, wenn es nur das ist. Eben, es braucht eine tolle Balance. Und dann bist du nach Music Store noch in eine weitere Castingshow gegangen. Oh. Einer der besten Sänger hat er, glaube ich, gesagt. Unser Kollege aus Zum Deutschland. Dieter Bohlen. Ja, super Talent. Und wieso hast du das nochmal angetan? Du, ich war auf Tour mit dem Gabalier und ich bin wirklich noch lange auf Tour mit ihm. Stadien. Zuerst haben wir mit Zelda angefangen, 500er. Dann nach 5 Monaten ist er schon in den Hallen, 5'000er, 10'000er Hallen. Dann Stadien. Wie sind ihr eigentlich zusammengekommen und er? Hey, wie war das? Ich habe mich, glaube ich, mal irgendwie beworben. Hey, das weiß ich nicht mehr. Ich konnte ja auf Teufenbach können, wo der Manager da gewohnt hat. Teufenbach in Österreich, der Steiermark. Und dann bin ich eingeladen worden, um zuzuhören. Und habe ich gefragt, ob ich singen darf. Nur ein Lied, 2. Ich würde gerne singen. Dann hat er gefunden, ja, das passt nicht, Italienisch, ja, müssen wir anschauen. Und, ja, aber nur ein Lied, 2.
Dann habe ich gesagt, okay. Am Schluss habe ich eine halbe Stunde gesungen. Und die haben mich gefeiert. Und dann hat er gefunden, weißt du was, es ist so gut angekommen, wir nehmen dich einfach mit auf Tour. Da war der Gabel noch nicht gross. Das war wirklich 500er Zelt. Am Nick P. Open Air war das. Ah, okay. Ja. Und dann bin ich mit dem Gabel auf Tour. Und dann ist natürlich nach 4-5 Jahren Touren. Und bist immer das dritte Rad am Velo gewesen. Also ich bin nie auf dem Plakat, ich bin nie gross erwähnt worden. Aber die ganze Halle, das Stadion habe ich zum Beben gebracht. 45 Minuten als Vorakt ist brutal viel. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, was machst du, Piero? Ich bin wirklich wenig ins Auto gehockt und bin 1000 Kilometer gefahren, 700, 800, um dort Werbung zu machen, um mich zu präsentieren, um mich bekannt zu machen. Das war heavy. Und wenn wir dann in Zürich angekommen sind, im Stadion, habe ich Bauchschmerzen bekommen. Ich fand, ja, ist das gut, wenn ich in Zürich auftrete jetzt? Vor dem Gabali als Vorakt. Und dann haben die Leute gepfiffen. Ah ja? Nur 4 Stück. Aha. Von 15'000 Menschen. Aber die 4 hast du gehört. Und das Pfeifen hat mich umgebracht. Aber ich habe es durchgezogen. Es war ein super Auftritt. Aber es ist nichts geschrieben worden. Also, das ist schon traurig. Weißt, du gibst Vollgas, dann gibst dein Bestes und der Applaus ist da, alles ist da. Aber man schreibt nur, wenn es negativ ist. Das habe ich nie verstanden. Ich verstand es heute noch nicht. Warum man nicht diese Balance kann. Weißt, es braucht ja Minus und Plus. Aber hast du die Medien informiert? Du bist jetzt hier in Zürich und hey, schau, es läuft. Du, das hat man gewusst, das Management. Und man hat es gewusst, dass ich dort... ich meine, ich habe die Leute auch angetroffen, Backstage. Radiomoderatoren, Plattenfirmen. Alle waren dort. Aber wann war das etwa? Wie? Wann war das etwa? So auf dem Zeitstrahl? 2014, 15. Okay, 10 Jahre. Ja. Ja, und dann musste ich sagen, ja, jetzt 4-5 Jahre gelangt. Super Talent war super. Der Bohlen War ich super Talent? Der Bohlen ist 2011. Der Bohlen wollte eine Platte machen mit mir, ein Album. Warum nicht? Weil das Management, das ich damals vom Gabali, 5 Minuten vor Showbeginn, in der zweiten Sendung, wo es dann um die Wurst gegangen ist Sony Music an den Tisch gekommen und hat mit dem Manager reden. Und er hat herausgefunden, dass wir ein Album rauslassen am nächsten Tag, was nicht abgemacht war mit dem Bohlen und mit der Sony. Dann haben sie gefunden, leider fliegt er heute raus. Und vom grössten Fan, den er gesehen hat, der Bohlen, ist er innerhalb von diesen 5 Minuten plötzlich nicht mehr hinter mir gestanden. Und hat den Ringe-Crash gebracht als Argument. Also wenn ich da in jeder Pressehaus reinfahren würde, nach all dem, was man über mich schreibt, dann wäre ich schon längst für tot erklärt. Das hat gar nicht gepasst. Das war gar nicht abgemacht. Also das ist aber vor der Sendung, haben Sie dir 5 das so Minuten gesagt? vor Showbeginn haben sie den Videoeinspieler gewechselt. Ja, sie sind ja in der Schweiz filmen, daheim mit der Mama, mit der Nonne am Lasagne kochen. Sie haben einen positiven Trailer zusammengebaut. Und ich habe während der Probe diese Woche für diese Sendung, für diese Show, haben wir geprobt. Und ich habe den Videospieler gesehen und plötzlich bekomme ich Kopfhörer, kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Damit ich nicht den Videoeinspieler sehe auf dem Monitor, bekomme ich noch eine Bandage. Nein, hör auf, das ist nicht wahr. Man schwört nicht laut Bibel. Ja. Aber ohne Scheiß. Auf meine Kinder. Hör auf, musst nicht. Und verspricht das dir. So ist es. Dann kommt ein Manager und sagt, los, was der kann ich schon lange. Mach dir keine Sorge, gib nicht zurück, bleib ruhig, bleib still am besten. Und wenn du fertig bist, lauf raus. Dann sind wir da weg. Okay. So habe ich es gemacht. Kannst du die Show anschauen, was da rausgeschaut hat. Was gar nicht zusammenpasst hat. Und das war nochmal ein tiefer Schlag. Das war um 11 Uhr.
Also ich kann gerade sagen, weil die Show, dort hat man ja fast gemeint, du gewünscht sie eigentlich, weil es war alles immer positiv gewesen. Und dann hat es gekippt. Ich hatte einen Deal gehabt, ein ganzes Album. Also das hat man hier alles schon wieder versprochen. Ja, 7 Lieder von mir, 7 Lieder zusammen mit dem Bollen. Es war alles abgemacht gewesen. Nicht, dass ich gewinne, Achtung. Dass er mit mir zusammen will arbeiten. Okay. Dass wir ein Album werden aufnehmen. Caruso habe ich mit ihm aufgenommen. Caruso hat er so gesungen haben, wie ich es dort performt habe. Hast du es bei ihm im Studio gemacht? Oder wie haben das? Nein, also wir haben es mit dem Vocal Coach besprochen und mit ihm. Und er wollte, als würdest du sterben für diesen Lied. Weil das war ja seine Aussage. Du singst, als würdest du sterben für diesen Song. Ja, voll. So muss ein Sänger sein. Und er hat mich gelobt, die Himmel auf. Und eben die zweite Sendung dann, ist das Management ins Spiel gekommen. Darum sage ich, Management ist wichtig, ein Team ist wichtig, aber passt auf, wie ihr euch bewegt. Weil manchmal ist es gut, wenn man weniger ist mehr. Manchmal ist es gut, wenn sich keiner einmischt. Oder? Wenn es einfach flow, in the flow, laufen lässt. Also es klingt schon nach einem harten Drecksgeschäft, wenn man das so hört. Das ist ja immer so ein bisschen so, weißt, ich sehe oft Intros, ich habe eigentlich beim Dieter Bohlen mal gelesen, er sagt immer, und dann, so habe ich das für mich einmal erklärt, er sagt immer, solange sie mit mir gehen, sind sie ja immer erfolgreich, und dann sagt der Künstler will etwas anderes und dann läuft es nicht mehr. Ja, weißt du warum? Er erzählt das ja so. Weißt du warum? Ich meine, so einer, ich kann nur eins sagen, er ist einfach ein Bastard. Sag ich, er fällt gerade. Egal, ob es da irgendwie ins Fernsehen kommt. Er ist ein Bastard. Ein Bastard ist einer, der nicht weiss, woher er herkommt. Oder? Der hat vergessen, woher er herkommt. Aber er macht immer eins auf göttlich und so. Wenn du junge Künstler hast, die Freude am Leben haben, einen Traum, sie wollen singen, sie sind 15, 16 Jahre alt, sie kommen an ein Casting. Und dann putzt dann runter. Wirklich, dass es nicht mehr schön ist. Das ist Mobbing. Okay, mit Mobbing muss man einfach aufhören und aufpassen. Du kannst nicht bestimmen und die Macht übernehmen über einen Menschen. Wenn du das machst, dann bist du ein Diktator, dann bist du ein Bastard. Dann gehörst du nicht ins Musikgeschäft, du gehörst nicht in einem Geschäft, das mit Kunst zu tun hat, mit Emotionen, mit Songwriting, mit Menschen, die, wie soll ich sagen, ihre Seele offenlegen. Da kannst du noch lange sagen, ja, du musst lernen, damit umzugehen. Nein, du musst nicht lernen, damit umzugehen. Mach das ja nicht. Ja nicht. Also, das ist Mobbing auf höchster Stufenebene. Okay? Und das Problem ist, du laufst nachher nicht mehr, hast du gesagt, wenn du nicht mit ihm laufst. Weil er hat die Hähne. Die müssen dir vorstellen, es ist ein Wasserhahn, Kalt- und Warmwasser. Sie entscheiden, ob bei dir der Hahn soll halb voll offen sein oder ganz voll offen sein, ob nur eiskaltes Wasser muss kommen oder nur heißes Wasser muss kommen. Okay? Und sie entscheiden und wie soll ich sagen, prophezeien das. Sie können es ausrechnen. Man hört ja immer wieder, Erfolg ist Mathematik, Erfolg kann man nicht kaufen, Erfolg kann man steuern, du musst einfach den Major-Label haben. Ich spreche jetzt Michael Jackson, Tommy Mottola, oder? Ich meine, es ist alles öffentlich. Ich bin nicht am Sachen sagen, wo man noch nicht weiss. Nehmen wir mal die Geschichte auseinander. Kaum funktioniert der Künstler nicht mehr. Oder er will auspacken. Machen kalt. Dann ist er weg vom Fenster, man muss sich nicht mehr darüber reden. Aber ich bin so stolz. Michael Jackson ist für mich einer der grössten Entertainer ever. Was der an Songs komponiert hat. Und jetzt kommen Sachen führen. Nach x Jahren nach seinem Tod. Kommen Sachen führen. Man hat ihn anscheinend umgebracht. Und er hat es noch gesagt in einem Telefongespräch. Ich habe das glaube ich auch gesehen, aber heute mit Social Media und KI, wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht, aber weißt du... Wir wissen es nicht. Es könnte eine Theorie, Verschwörung schon fast. Ich glaube nicht. Weißt, ich glaube immer,
ich glaube immer, man muss natürlich aufpassen mit KI heutzutage und mit Social Media auf jeden Fall. Aber wenn du etwas 20 Mal hörst und von 20 verschiedenen Müller aus dem engsten Kreis, dann musst du dich langsam fragen. Und wenn du Trendsongrechte und Urheberrechte anschaust, wo er dann hat müssen verkaufen oder eben aufkaufen und so weiter und so fort, dann kommst du auch zu gewissen Sachen. Ich meine, ich will jetzt nicht etwas aufwühlen, aber wir reden einfach und unterhalten uns über das Dreckgeschäft. Sobald es um Geld geht, um Macht geht, wie auch im Fußball, überall ist das Gleiche. Aber was ist Erfolg? Zurück zu dieser Frage. Ja. Erfolg ist ein Balance, glaube, eine gesunde Balance zu finden, dass du dein Hobby zu Beruf kannst machen und gleich noch irgendwie kannst in den Spiegel anschauen. Auch wenn es nicht immer alles korrekt herläuft. Man kennt es ja vom bekannten Wort Show Business. Und man muss ja auch sagen, also was ich noch muss sagen, also eben vieles mag so sein, aber wenn du in die Show gehst, man kennt die seit bald 25 Jahren, du weißt, was kann mit dir dort auch passieren, dass er dich einfach fertig ist. Oder? Ja, man kann dich fertig machen. Ja. Also am besten gehst du eigentlich nicht dorthin. Am besten gehst du nicht dorthin, aber du bist immer im Clinch. Wenn du verliebt bist und du weißt genau, die Frau tut dir nicht gut und du gehst immer wieder dorthin und du probierst es immer wieder, bekommst immer eine wieder auf den Deckel, natürlich sagt man dann, du bist selber schuld. Bist selber schuld. Jetzt ist sie wieder geschwängert, bist selber schuld. Das hören wir oft. Und so ist es mit der Liebe, mit der Musik oder mit der Kunst oder mit dem Hobby, das man hat. Oder gewisse machen es für Geld und gewisse machen es, weil sie einfach schwer verliebt sind. Und ich bin halt schwer verliebt in der Musik und ich kann mir es nicht anders vorstellen. Also muss ich auch mit dem umgehen, mit den Enttäuschungen halt, wie soll ich sagen, mit Sachen, die halt nicht wahr sind. Aber schön in der heutigen Zeit ist, du brauchst ja auch nicht mehr so wie auch schon. Wie meinst du, brauchst du nicht mehr so? All die Leute, die wir eben zu der Zeit, wo du angefangen hast, Musicstar-Zeit, wo dein Erfolg abhängig war von diesen Major-Labels oder von diesen Managern, kannst du heute etwas auf YouTube aufladen und es geht viral. Oder auf TikTok, Insta. Es ist ja so. Also, und du kannst dich selber managen heute eigentlich. Du brauchst die nicht mehr. Es ist nicht so, dass ich den Mittelfinger würde zeigen heute, obwohl ich es gerne würde machen. Aber du kannst ja Brille wieder anlegen. Nein. Brille ist sowieso nur ein Schutz, damit man nicht in meine Seele hineinschauen kann. Darum trage ich Haftenbrille. Und wegen dem Spucken. Oder? Wenn man mit jemandem redet, kommt immer ein bisschen Spucki entgegen. Und da merkst du auch, wie dreckig die Brille nachher ist. Oder? Und sagst, Scheiße, hat er mich angespuckt. Nein, wo sind wir jetzt gesehen? Ich habe gesagt, wir brauchen die heute nicht mehr, die Leute. Nein, also du in deinem Business. Menschen braucht es, Team braucht es, Menschen braucht es. Ja, aber du brauchst nicht mehr die. Du musst dich nicht... Aber eins ist sicher, es braucht keine Arschlöcher. Nein. Eben, die brauchst du nicht. Nein, die brauchst du nicht. Die brauchst du wirklich nicht. Egal in welcher Situation du dich befindest, es braucht es nicht. Es braucht's nicht. Und doch steckt in jedem von uns ein bisschen ein Arschloch. Oder? Aber es auch in dir? Natürlich. Jeder von uns steckt ein Stück weit ein Arschloch. Wie viel Mal sagst du dir selber, jetzt bin ich ein Arsch gewesen? Das hätte ich nicht machen sollen. Scheiße, jetzt habe ich falsch entschieden. Oder? Und sonst ist man nicht ehrlich. Weißt du? Ja. Aber aufräumen. Aufräumen, Ordnung verschaffen und wissen, wer steht hinter mir, neben mir, vor mir, oben an mir. Und die Leute musst du selektionieren und dann kannst du laufen, dann laufst du gut. Wir sind jetzt picobello gelaufen. Und das Problem ist immer dann, wenn kein Geld rum ist, dann passiert nichts. Habe ich festgestellt. Dann läuft alles reibungslos. Dann gibt jeder alles. Sobald Geld ins Spiel kommt, sobald ein bisschen Erfolg und Geld ins Spiel kommt, dann läuft es nicht mehr reibungslos. Aber es ist doch immer so, Erfolg und Geld zeigt den Charakter, sagt man. Es verstärkt das, wie du schon bist. Ja, genau. Aber ich frage mich, warum ist das so? Weil eigentlich sollte es ja dann noch einfacher sein. Also noch besser und einfacher sein. Aber bevor du dich wirklich verstellen, weil du sagst, ich will da den Erfolg, oder? Kannst du nicht 100% du sein. Und ich kann mit gewissen Sachen einfach nicht mehr umgehen. Oder?
da gebe ich zu. Ja. Da bin ich vielleicht jetzt reifer geworden. Oder, auch wenn ich immer noch mein Temperament nicht verloren habe und impulsiv und emotional kann ich immer noch ausbrechen. Aber ich bin viel ruhiger geworden im Sinne von, wieso soll ich mich jetzt wehren? Ich habe keine Lust mehr, mich wehren, weil ich genau weiss, wo es hinführt. Verstehst du? Weil, und man lernt und bei uns sagt weiser. Il cavallo si vede a corsa lunga. Der Ross, der wirklich das Rennen macht, siehst du dann nachher auf der Langstrecke. Ob es wirklich auf dem richtigen Ross gesetzt ist. Oder? Aber es ist immer ist schwierig. Ihr seid mega erfolgreich gewesen. Jetzt haben wir ein paar Zeitepochen durch. Esteriore Brothers. Schön, nimmt die Zeit. Esteriore Brothers. Bei Esteriore musst du immer Zeit. Esteriore Brothers. Dann kommt es wie... genau, das ist es. Nicht verschlucken. Im Flow, weißt du? Genau, im Flow. Eben, von lauter Flow verschlucke ich das Wort. Wann haben wir mit dem angefangen? Das war die Pandemiezeit, oder? Du, ich bin 14 in Donnerstag, vergiss ich nicht mehr. 2014? Nein. 2014, Donnerstag, Schweizer Fernsehen. Piero, könntest du bei uns vorstellen singen? Ich sagte, ja, wäre mega. Ja, aber wenn nicht einen eigenen Song von dir. Wieder ein Tiefschlag. Ich sagte, was meint ihr denn von mir? Ja, was könntest du bringen? Etwas, das man kennt. Ich sagte, aber wäre ein cooler Song von mir. Dann könnte man den kennenlernen. Und dann hätte ich vielleicht auch mal einen Hit. Ja, ich könnte höchstens Italo-Hits bringen. Die kennt man, oder? Wenn ihr das hört. Ein toller Hit-Medley. 3 italienische Songs. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, ja los, ich hätte aber einen Wunsch, wenn ich schon nichts von mir bringen kann, darf ich meine Brüder als Band mitbringen. Weißt du, oh nein, für das haben wir kein Budget und so. Ich habe gesagt, nein, es braucht kein Budget. Ich kann mir liebend gerne mit Leuten zahlen. Das ist kein Problem. Ja. Hauptsächlich ich zahle sehr für das Scheiße. Und da habe ich auch eine Wolle am Ranzen, verstehst du? Aber ist okay, alles muss gezahlt werden. Ist ja richtig so. L'organizzazione, no? Kulturelle. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme die Band mit, meine Brüder. Ja, können sie spielen? Ich sage, du, einer macht Piano, der andere Schlagzeug oder Gitarre, wieso nicht? Mein Wunsch war immer, eigentlich wie Kelly Family, die Eltern auch noch mit auf der Bühne zu nehmen. Und jetzt sind wir dort den Hit-Medley spielen, oder? Das ist super angekommen. Und dann habe ich gespürt, hey, ich fühle mich wie stärker. Mit den Brüdern auf der Bühne fühle ich mich wie nicht mehr allein, weißt du, so stärker. Und dann im 19. bin ich wieder an ein Casting. Ich bin ja ein Casting-Kind, gell? Ich bin ein riesen Fan von Casting. Hast du aber auch nie daraus gelernt, dass es nichts ist, oder? Nein, das ist doch. Casting-Shows ist im Fall eine Top-Sache. Weil, ich sage das, warum? Ich sage das nachher. Auf jeden Fall, damit ich den Vater nicht verliere. Mit den Brüdern SRF Dunstag, genau. oder was es In war? Rom bin ich an einem Casting allein. Du siehst alles. Und dann bin ich fertig mit Vorsingen. Ja, super. Ja, was ist das für ein Lied? Das ist mein eigener Song. Oh, das ist schön und so. Ja, kannst du dir vorstellen bei uns in der Sendung? Ja, sicher, aber ich habe eine Bitte. Ich habe noch 3 Brüder, die singen. Wäre es echt möglich? Ich weiss, sie sind jetzt nicht da, mit mir Casting machen. Wäre es möglich, dass ich vielleicht mit ihnen bei der Sendung auftreten könnte? Ja, dann müsst ihr ein Video schicken und so. Dann haben wir das Video gemacht und haben einen bekannten, alten Italo-Hit, oder? Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Ciao, Mama. Haben wir das eingereicht? Sofort kommt das Telefon. Ja, sind da wirklich Brüder? Ja, sensationell. Ja, sofort. In 3 Tagen müssen wir da sein. Was, 3 Tage? Schnell haben wir von jedem Probe, gell? Wir haben vorher nie zu 4 gross gesungen, weißt du? Mit den Eltern Tanzmusik, jeder hat einzeln ein Lied gemacht. Gut, dann sind wir auf das Rom geflogen, gell? Da haben wir gefunden, jetzt geht die Post ab. Oder? Und die Post ist abgegangen. Nach der Sendung laufen wir zum Vatikan, um ein bisschen Fotos zu machen. Und das Vatikan, der Petersplatz. Militärpatrouille hat uns erkannt. Und ich dachte, tschüss, wow. Einmal in Italien singen und schon erkennt man uns auf der Straße.
18 Millionen TV-Zuschauer haben wir erreicht. Schlussendlich. Mit diesen 2 Sendungen haben wir gemacht. Hey, dann haben wir abwählen auf Tour. Das ist die Pandemie. Ah, so ist es. Das ist die Pandemie. Aber was ist es für eine Castingshow? Und nach der Pandemie... Musikshow, oder was? Ja, wie ein Musikstar. Ah, okay. In Italien. Aber mit Tänzern noch, du hast können... Du Wo siehst läuft alles. Wie? Auf welchem Sender gibt es das noch? Wo Auf läuft Canale das? 5. Ah, okay. Ja. Ja. Auf jeden Fall, Pandemie kam, aufgehört. Und dann haben wir das Album gemacht, «To Get Her». Das erste Album von Stereo Brothers. Das ist auch unser Management. Diana Bohler dazugekommen, wo eigentlich das Ganze gepusht hat. Weil ich hatte keinen Bock mehr gehabt, eigentlich. Stell dir vor, Pandemie, mit nochmal einen Tiefschlag. Dann noch Produktion, Album, Geld investieren. Woher holst du das Geld? Und wirklich ein grosser Support. Brigitte Gellenberger, das ist eine Frau aus dem Showbiz, auch mit vielen Events, wo mitgeholfen hat am Anfang. Gefunden, weißt du was? Ich glaube an dich, an euch. Das erfüllt mich. Jetzt speziell in dieser Pandemie-Situation. Und so hat der Support angefangen. Und wir sind mit einem Camper sind wir dann auf Tour, auf Holland, auf Paris. Und in der Piazza gesungen. Und du siehst in den ersten Videos siehst noch Leute mit Maske an. Ja. Und das ist dann viral gegangen. Und irgendwann ist in Venedig ist das «Sarà perché ti amo» durch die Decke, oder? Das ist auch Social Media natürlich. Unser jüngster Bruder ist heute 28. Damals war er 25, 24. Bestens. Kannst du dir vorstellen, der genau gewusst, wie es funktioniert und was man machen muss. Oder? Und wir haben eigentlich komplett eine Truppe zusammen, die abartig war. Ja. Also eben, die Videos sind so hart viral gegangen, also Millionen von Views. Deftig. Ich weiss noch, also meine ganze Familie und auch ich, wir haben uns so gefreut für dich. Wir haben gesagt, so geil, er ist zurück und es läuft einfach brutal. Endlich läuft es für ihn. Endlich läuft's. Hast du sicher gesagt? Endlich läuft es für den armen Sieg. Schon dort habe ich gedacht, ich lade den mal im Flowcast, am liebsten hätte ich ihn allein. weil wir machen eigentlich immer nur Allein-Interviews, weißt du? Und ich dachte, das kann ich auch nicht bringen, weil er hat jetzt seine Stereo Brothers. Weißt du, habe ich gedacht, ich kann ihn vielleicht jetzt nicht gerade einladen. Und jetzt bist du gleich allein da. Weil sich wieder etwas geändert hat. Es hat sich wieder etwas geändert. Ich bin darum, als ich das gelesen habe, habe ich gewusst, jetzt kann ich anrufen, jetzt kann ich interviewen. Nein, für mich jetzt einfach so müssen sein, weißt? Aber jetzt sind wir ja so im Flow gewesen, so erfolgreich. Eigentlich brichst du nicht etwas, wo sensationell ist. Ich würde sagen, brichst wieso? nicht. Jetzt läuft es, wieso machst du das? Ja, weißt du, das habe ich habe es ja nicht selber entschieden. Also, attention. Es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, Vaffanculo, ich will nicht mehr, oder? Das hat sich einfach ergeben durch x Gespräche, Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten. Wer soll jetzt eine Firma leiten? Ich meine, ich habe alles über meine Firma gemacht. Dann ist, wir haben immer gesagt, wir machen zusammen etwas, zusammen eine Firma. Aber ich bin seit 10 Jahren in meiner Firma drin. Du weißt, das kennst du, bist auch selbstständig. Du baust etwas auf. Es ist schwierig, nachher aus diesem System auszutreten und in etwas ganz Neuem, das frisch anfängt. Und wo doch nicht so frisch ist, weil du hast noch Verträge mit dieser Firma, die du gemacht hast im Ausland. Es ist eine tricky Situation. Dann bist du erfolgreich, hast sowieso alles Besserwissers, Beraters um dich herum, die saugen und machen und bringen und tun. Und wo ich einfach festgestellt habe, ich kann gar nicht mehr schwätzen. Meine Mutter, mein Vater, meine Brüder, so wie immer früher. Wir können gar kein Gespräch mehr führen, ohne dass jemand dabei ist. Es muss immer irgendwie ein Berater oder eine dritte Person, die bis heute gar nichts zu tun hat mit uns. Dann musste ich sagen, jetzt ist wirklich etwas am Brennen. Und jetzt brennt es einfach runter. Jetzt brennt es einfach runter. Bevor es runterbrennt, muss man ehrlich sein und sagen, hey, Hand aufs Herz, ich liebe dich über alles. Aber ich kann das nicht mitmachen. Ich kann das nicht unterschreiben. Ich kann das nicht verantworten. Für das, was ich schon erlebt habe und für das, was ich noch hin will, kann ich das nicht verantworten.
Also was war das? Kannst du das sagen? Man kann es nicht definieren, aber es ist eine Umstellung von einem Geschäftsmodell. Oder? Es geht gar nicht um Musik. Auf der Bühne ist Magie, es ist Magie. Heute noch. Ich glaube, wenn man jetzt uns 4 auf die Bühne schmeißt, dann merkst du nichts. Aber hinter der Bühne ist halt die Kommunikation oder ein Wunsch, in die Richtung zu gehen. Der andere hat einen Wunsch, in die Richtung zu gehen. Der andere will es aber so. Und das hat sich so verknüppelt. Kennst du Kabelsalat, oder? Wenn 5 Kabel aneinander kommen und es gibt einen Kabelsalat, du brauchst Zeit, um das zu lösen. Yeah. Und vor allem braucht es Menschen, die Geduld haben. Die nicht an einem rissen nur. Du musst wirklich an den Kern des Problems gehen. Und dort musst du den Knoten lösen. Und leider Gottes haben wir bis heute noch kein wie soll ich sagen, Zauberstab gehabt, der diesen Knoten lösen konnte. Weil die Nachstehenden sind zu nahe. Oder wer Familie? Oder wer der Partei ist. Eltern oder unser immer noch Management von mir sind zu nahe, oder es gibt wie Grüppli dann, oder? Die 2 oder 3 meinen es so und du stehst dann allein da und meinst es so. Und den Knoten zum Lösen, das braucht Zeit. Und so wie ich auch Zeit gebraucht habe. Ich bin mit 26 auch nicht ausgereift. Wie alt sind deine Brüder? Wie viel jünger? Der jüngste 28, dann 31, dann 42 und ich 48. Ja, und ich finde einfach irgendwie müssen sagen, hey, weißt du was, viel Glück, ein Happiness, ein Erfolg. Lass uns hier musikalisch einmal eine Pause einlegen, einen trennten Weg gehen und spätestens in einem Jahr, 2 können wir eine Bilanz ziehen und dann wissen wir ja, ob es so oder so soll gehen oder weiterhin so bleibt, wie es ist oder was auch immer. Oder? Es ist nicht so, dass man jetzt im Streit in diesem Sinn, aber man ist natürlich schon, wie soll ich sagen, mit einer riesengroßen Enttäuschung auseinander. Also von meiner Seite aus natürlich. Oder? Und wenn du mich enttäuscht ist, dann ist mich enttäuscht. Aber hättest du da Gottfried Stutz nicht irgendeinen Weg gefunden, dass man das irgendwie kann? Es ist so funktioniert, läuft. Denkst du das jetzt manchmal nicht, rückblickend? Sie machen ja weiter so, oder, in diesem Konstrukt? Darum habe ich das Lied komponiert, sehr wahrscheinlich. Oder? Weil ich habe es nicht umsonst komponiert. Nichts gibt es, was es nicht gibt. Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas gibt. Also im Familienverhältnis. Tatsächlich gibt es, oder? Aber wenn jetzt einer von deinen Brüdern da hockt und ich mit ihm ein Interview mache, was würde er dann sagen? Das Gleiche? Vermutlich würde er sagen, ich bin zu alt für die heutige Zeit. Ich sollte mit dem Flow gehen von den Social Media und von der KI und ChatGPT oder was der Gucker was. Oder der Pierre hat jetzt einfach seine Firma bis zum heutigen Zeitpunkt pushen können. Und wir wollen jetzt auch. Wir haben auch unsere Ideen. Wir wollen auch unsere Firma gründen. Was ich ja auch nachvollziehen kann. Aber es gibt natürlich auch ein Konstrukt, das dazugehört. Und ich bin einfach der Meinung, es müssen alle einverstanden sein. Und nicht einfach nur 2 oder 3 müssen einverstanden sein und der andere muss dann einfach mitlaufen. Und ich glaube, ich bin noch nie ein Mitläufer gewesen. Ich würde sagen, du bist einfach der Einzelkämpfer vielleicht, der Leader, der einfach das muss selber in die Hand nehmen. So läuft und sonst geht es nicht. Ich will das nicht einmal selber mich selber bezeichnen, wie ich bin oder was ich bin. Ich bin sicher nicht fehlerfrei. Ich habe meine Ecken und Kanten. Ich bin der Älteste, ist so. Ich habe x-zählige Sachen schon erlebt. Ich meine, wie soll ich sagen, ich habe Respekt vor jemandem, der älter ist wie ich. Der hat natürlich schon einiges erlebt. In der Branche, ja, das ja. Nicht alle haben so viel erlebt wie ich, auch wenn sie älter sind. Weil sie haben nicht die gleiche Sache gelebt wie ich. Aber ich finde einfach, der Respekt darf nie verloren gehen.
irgendwann habe ich festgestellt, vielleicht war es ein Riesenfehler, dass ich von Anfang an mit meiner Firma das Ganze gemacht habe. Oder? Willst du das Konstrukt nicht neu bauen mit einer neuen Company? Schwierig, weißt, wenn du eine AG hast seit 10 Jahren und du machst, was du schon immer machst. Ich habe mit Cafés der Jahre, ich habe mit Events, Booking und Konzerten von mir, die Musiker da auszahlen. Ich meine, ich habe eine Firma aufgebaut, die für mich gestimmt hat. Wo es der Jahre Brothers den Oberflieger hatte, hat natürlich die Firma natürlich bestens können gerade dienen. Es war ein Konstruktor mit Management, der gerade Verträge machen konnte. Also ich meine, du musst dir vorstellen, wenn da plötzlich 30.000, 40.000 von Australien kommen, die Bank hat gerade eine Sperre gemacht. Warum kommt da Geld von Australien, von Mexiko, von Caracas, Venezuela, von Ägypten? Und wenn du halt eine Firma hast, die schon länger im Handelsregisteramt ist, kannst du natürlich bei der Bank einfacher sprechen und sagen, hey, alles okay, es läuft reibungslos, wie ist bis dahin, es hat sich einfach nur das und das verändert. Dann sind wir alle einmal angestellt und dann wieder nicht mehr, dann selbstständiger werden. Ein Chaos. Sie sagen einfach, also ein Chaos, das ja alles super natürlich und aufgeleistet, oder? Der Wunsch war einfach, sich zusammenzutun und das hat einfach nicht geklappt. Also ich sage jetzt zusammenzutun, wirtschaftstechnisch, also in einem Firmenkonstrukt. Nicht Piero, hä? Nicht Piero. Und jetzt ist er wieder allein unterwegs. Ja, jetzt weiss ich, wann haben Sie das entschieden, wenn ich fragen darf? Ist das schon länger ein Thema gewesen? Für mich ist es, glaube ich, erst klar geworden seit Silvester oben. Ja, zwischen Weihnachten. Das ist die Zeit, wo man am meisten streitet in der Familie, Weihnachten und Neujahr. Ja, ist auch die Zeit, wo man am emotionalsten ist, gell? Wo man eigentlich zusammenhocken und zusammen feiern und essen miteinander. Ja, und das war eine Zeit. Ja. Und, was soll ich sagen? Und dann ist jetzt eigentlich alles sehr schnell gegangen, es ist Ende Februar. Ja, also es März, ist sehr März schnell gegangen. Ich habe eben noch einen Vertrag mit das Zelt, und, wo ich auch sehr stolz bin. Und es ehrt mich, dass wir schlussendlich auch eine Lösung gefunden haben, weil die Konzerte sind abgemacht waren, schon letztes Jahr, und die sollten mit den Brüdern machen. Und da hat es wieder nicht geklappt mit dem Deal, weil wir sind ja auseinander und zu dritt ist es dann auch nicht gegangen. Und externe Berater, die sich natürlich auch noch reingemischt haben von Seiten meiner Brüder Seite her. Und dann hat es gescheitert, oder? Mit der Kommunikation und mit dem Entscheid. Oder? Und ich meine, ich kann nicht etwas aufzwingen, wenn du nicht willst, willst du nicht. Oder? Ich hätte sie jetzt durchgezogen, zu viert. Weißt, ich hätte jetzt ohne Problem das Jahr durchgezogen in der Schweiz. Und dann jeder macht, was er will. Aber das Problem ist Social Media. Du hast noch Tours in Polen, sie gehen noch auf Polen. Und dann musst du mit Fotos arbeiten. Dann kannst du nicht 4 drauf touchen, wenn nur 3 gehen. Weißt, es gibt eine Verwirrung auch auf Social Media. Und das ist auch, glaube ich, der springende Punkt gewesen, dass man nicht gewusst hat, wie macht man jetzt den Cut oder die Training, ohne dass es weh tut. Also nicht nur uns, sondern auch draussen darf es nicht weh machen. Aber so etwas macht immer weh. Eine Training ist eine Training, ein Bruch ist ein Bruch. Und es wird nie mehr das Gleiche sein. Das ist einfach so. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe natürlich, dass es weitergeht, weil umso mehr sie Erfolg haben, umso mehr Erfolg kann ich auch erzielen. Weil es braucht immer eine Balance. Ja. Also, es ist nicht so, dass ich ihnen jetzt wie soll ich sagen, ich bin enttäuscht, klar, ich bin traurig für die Trennung, aber ich wünsche viel Glück und ich hoffe, die kommen an die oberste Spitze. Oder? Man sagt ja immer, mit Freunden und Familie solltest du kein Geschäft machen, oder? Ja, stimmt das ein bisschen? Nein, ich habe vielleicht zu extrem geschaut. Weißt, ich habe auch den Namen schützen lassen, europaweit, schweizweit, Markenschutzrecht. Weil plötzlich haben hier Restaurants aufmachen, Fratelli Esteriore und so. Dann habe ich gedacht, ich muss den Namen schützen lassen, habe ich auch gemacht. Bringen tut es mir nicht viel jetzt. Ich kann es ja nicht ausbremsen in dem Sinn. Oder?
Du verdienst jetzt überall mit, obwohl du nicht dabei bist. Nein, Guter Geschäftsmann. Ja, sicher. Ein bisschen Bohlen-Style, schon fast. Ich bin kein Piero. Bohlen. Ich kann gerade nicht sagen, ein bisschen Bohlen-Style. Nein, das bin ich nicht. So wie du erzählt hast. Das bin ich gar nicht. Ich hoffe einfach, dass man sich gegenseitig auch helfen kann. Ich meine, wenn es für mich schwierig wird, dass sie auch da sind für mich. Weil ich meine, ich habe schon meine, logischerweise mit Management und ich habe einen Verlag, ich habe ein Label, ich habe meine Anwälte, ich meine auch meine Kosten. Und die schauen auch nicht wirklich zu. Oder? Die sagen irgendwann, hey, hör mal, du bist ein geiler Sieg, Piero. Wenn du ein geiler Sieg willst sein, bleib du der geile Sieg. Aber ich vertrete deine Firma, ich vertrete deine Rechte, ich vertrete deine Verträge. Und ich habe keine Verträge mit den Brüdern. Das ist mein grösster, wie soll ich sagen, nicht Fehler. Glück im Unglück. Also, weil, ich konnte jetzt plötzlich nicht mehr entscheiden über Esteriore Brothers, weil ich keine Verträge habe. Ich mache doch nicht mit den Brüdern einen Vertrag. Habe ich wollen eigentlich. Aber dann habe ich immer wieder zu spüren bekommen, nein, ich mache einen Vertrag mit, du bist mein Bruder. Wir sind eine Familie, wir entscheiden doch das sowieso alles miteinander. Und ich höre sicher nicht auf einen Anwalt, ich höre sicher nicht auf irgendeinen Manager. Ich sage, los, calm down. Da geht es nicht um los oder nicht los. Geschäft ist Geschäft, privat ist privat. Ich habe die Verträge, die muss ich wahrnehmen. Also, wenn diese nicht spielen, muss ich sie spielen. Jetzt muss man irgendwie da eine Lösung finden, sonst kommt eine Konventionalstrafe. Da reden wir dann von x-tausende Franken Schäden. Die Leute kaufen Tickets, dann wollen sie das Ticket zurück, weil es ist nicht mehr die Formation. Und es ist ein Karussell, oder? Eine Achterbahn. Der kompliziert, ein bisschen Rosenkrieg-Style. Darum sage ich, das Zelt, grazie mille, haben wir eine Lösung können finden und Piero Esteriore kann back on Tour mit der Liveband aus Sizilien. Ich habe sensationelle Musiker auf meiner Tour. Wir werden 6 Shows spielen in das Zelt das Jahr. Und da freue ich mich mega. Oder? Und, ich hoffe natürlich, dass ich auch alle Esteriore Brothers Fans, natürlich von der anderen Formation, wo ich auch mit dabei war, dass die natürlich auch aufs Konzert kommen. Wir haben natürlich mehrheitlich eigene Songs von Piero Esteriore. Und natürlich habe ich nicht vergessen, dass wir eine Portion Italo-Hits von Esteriore Brothers und die weltbekannten italienischen Lieder auch mit im Paket hat. Ja. Ich bin sehr gespannt, was so noch alles kommt. Ich habe eine Frage. Wir haben so viel, es ist so spannend, wir können, ich glaube, 7 Stunden reden. Ich weiss nicht, ob du das alles... Ich glaube, die CD-Platte, die das aufgenommen wird, ist jetzt bald voll, sehr wahrscheinlich. Weihnachtsessen 2026 findet die mit der ganzen Formation von der Esterio Brothers statt. Esteriore Brothers statt. Was meinst du? Oder bist du allein unterwegs? Das kann ich noch gar noch nicht sagen. Aber es braucht sicher einmal Zeit jetzt. Es muss einmal Gras wachsen. Und man muss einmal ein bisschen Distanz nehmen, auch von sich selber. Einfach mal ein bisschen Abstand nehmen, die Sachen mal Ruhe lassen. Und mal schauen, was kommt. Weißt, es kann plötzlich irgendetwas kommen. Comeback, strategisch, alles klar. Keine Ahnung. Comeback. Nein, ich glaube, das sieht man nicht. Einmal ich bin nicht geil auf so Pläne, wo zusammengebastelt werden. Aber sag niemals nie. Aber du... Wir weiss, das ist ja so. Ich habe ein Lied gemacht für DJ Antoine, «Mai dire Mai». Ja. Sag niemals nie. Das ist ja so. Du bist jetzt allein unterwegs, Piero. Du hast neue Musik rausgebracht. Ich schenke dir schöne Nummer, Schweizerdeutsch. Ja. Mundart. Ich denke und träume oft Mundart auf Schweizerdeutsch. Und es passiert halt, dass man manchmal auf Mundart komponiert. Ich sitze am Piano und dann manchmal kommt es Italienisch. Und meistens behalte ich auch den Text. Ich nehme mich auf, Telefon, nehme ich das auf. Und dann probiere ich einen anderen Text zu schreiben. Es geht nicht. Es passt einfach. Der Text, den ich dort gesungen habe, der sitzt 1:1. Weil es ist
aus dem Bauch, aus dem Instinkt gekommen. Man singt auch anders, je nach Sprache, gell? Total. Ich schenke dir. Kannst du auf Italienisch, vielleicht tönt es geil, aber es wird nie das Gleiche sein wie jetzt das, oder? Oder 100 Mal, wo ich geschrieben habe, auf Hochdeutsch. Ja, das ist auch noch rausgekommen, gell? Das habe ich geschrieben aus einer Situation, da, wo ich mit dem Florian Silbereisen, mit dem TV-Produzent Hechtel-Mechtel hatte, wegen den Fernsehsendungen. Und dann haben wir uns ein bisschen gepisst, weißt, ein bisschen gestritten. Und in dieser Phase, wo man sich nicht gehört hat, komponiere ich das Lied. Dann schicke ich ihm das und sage, los, vielen Dank. Durch diesen, nicht Streit, durch diese Differenzen entstand dieses Lied wegen dir. Denk dir nichts dabei, schick dir einfach, weil es ist entstanden wegen dieser Differenzen. Hat er läutet dann mir zurück. Wer hat das geschrieben? Wer hat das gesungen? Ich. Das Lied muss bei mir in der Sendung unbedingt. Kannst du es schaffen, dass die Brüder das mit dir auch auf Deutsch singen? Das wird schwierig. Das wird mega schwierig. Weil mein Akzent kann ich noch ein bisschen trainieren. Meine Brüder haben einen Schweizer Akzent, wenn sie Hochdeutsch singen. Die wollen gar nicht Deutsch singen, Italienisch, wenn Italienisch oder Englisch. Auf jeden Fall, dort hat es auch 2-3 Monate gebraucht, mit Überzeugung. Oder? Bitte machen wir das, das ist super und so. Aber es war auch mit Widerwillen. Und ich sage einfach, wenn du Sachen machst, die mit Widerwillen sind, funktioniert nicht. Entweder glaubst du an 100% und du lebst mit oder lässt es lieber bleiben. Was werden wir sehen demnächst von dir? Was kommt alles das Jahr auf uns zu? Weißt du schon? Nicht was hast du geplant? Album, Musik, gibt es etwas? Noch mehr? Ich habe meine Single jetzt, ich schenke dir das, die nichts zu tun hat mit dem Album eigentlich. Das ist eben aus dieser Geschichte entstanden. Ich mache nie Sachen auf, wie soll ich sagen, dass es einen bestimmten Plan muss geben. Aber eins ist sicher, ein Album, das ich release im Herbst. Ein Album. Ich habe eine nächste Single, «Io la musica», ein Italo-Pop-Rocksong, ist wirklich ein cooler Radionummer eigentlich. Und dann habe ich nochmal ein Lied geschrieben in dieser Zeit hier, wo über eine Trennung schwätzt von einer Beziehung, aber über eine Love Story. Das Lied hat aber einen deftigen Titel bekommen, weil das ist entstanden während dem Einsingen ist das entstanden und ich kann es nicht löschen. Ich habe probiert, ein anderes Wort zu nehmen, es geht nicht. Es passt so gut zu dem. Das Lied heisst «Vaffanculo anche tu». «Vaffanculo anche tu». Und ja, mit dem Produzenten, den du ihn auch kennst, Domenico, zusammen gesprochen und so. Und er hat gesagt, Piero, du kannst das, es sitzt einfach. Und ich meine, bei uns sagt man, wie in der Schweiz, ach komm doch, schiessen. Weißt du, Vaffanculo. Das sagst du oft, oder? Es ist jetzt nicht ein tragisches, böses Wort in dem Sinn, oder? Es passt einfach und der Titel ist einfach geil. Es ist ein geiler Rock. Also du wirst Deutsch singen und Italienisch? Nein. Also Schweizerdeutsch und Italienisch? Ich werde schon hauptsächlich Italienisch singen. Also war es eine Ausnahme jetzt, Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch habe ich ja schon im 2016 ein Doppelalbum rausgebracht, Italienisch. Und die genau gleichen Lieder komplett auf Mundart. 2016 war das? Ja. Dort haben wir uns in dem südlichen Studio von dem Produzenten das erste Mal wieder gesehen nach langer Zeit. So, weißt du noch? Erwähnen nur, er muss es wissen, dass er wirklich muss arbeiten, gell? Domenico, wir brauchen noch etwas zum Einspielen. Ja, genau. Nein, ich habe schon immer wieder etwas Mundarts rausgelassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur auf das setze. Oder? Aber einen grossen Wunsch hatte ich, einen grossen Traum hatte ich. Erzähl. Mit meinem Mundart muss ich nicht unbedingt Mundart sein. Aber mit dem Göller würde ich gerne mal ein Duett machen. Wirklich? Also, er Mundart natürlich und ich Italienisch. Das gibt noch einen coolen Mix. Aber ich singe eben gerne Berndeutsch. Also ich finde ihn einfach
ist ein grosses Vorbild von mir. Ich hoffe... Hier in der Schweiz sowieso, oder? Das war mein grösster Wunsch. Schwan so weiss wie Schnee. Oder das andere Lied, wie ist das gegangen da? Ich hätte noch viel blöder da. Ja, keine Tränen mehr, glaube ich, oder? Ja. Ja. Oh nein, ich hätte noch viel blöder, das geheißen. Genau, Ja, das andere war genau. Ballade. Und ja, ich finde, der hat auch Ecken und Kanten, der Typ. Und, Ihr würde noch gut zusammenpacken, der aber kenne ich auch vielleicht zwischen den Zähnen. Oder? klopft es auch. 2 so Alpha-Tiere, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, wir würden uns so dermaßen lieben und verstehen. Weil, Also Piero, ich würde sagen, er war ja da schon in der Sendung. Ich schicke ihm den Ausschnitt, ich versuche das zu ermöglichen, aber ihr tut es exklusiv. Das musst du mir wenn versprechen. du das schaffst, da dann bist präsentieren. Du, ja, sicher. Flowcast, oder? Wir können sogar das so nennen, oder? Wir nennen das Lied Flowcast. Mit dem Flow, genau. Mit dem Flow. Ist gut, also wir versuchen das möglich zu machen, Piero. Wir haben so viel geschwätzt, ich glaube, es hat mega viele Sachen, die man mitnehmen kann. So ein bisschen zum Schluss finde ich, glaube, wir müssen dann einfach uns regelmäßig hören und weitere Episoden Ja, auf jeden Fall. produzieren. Wir können eine Kurzfassung machen. Dann reden wir über das nächste, dann grosse Ding. Genau, machen jetzt das wieder Kanal. Mike Schiva, oder? Eine kurze Zusammenfassung von dieser 2-stündigen Sendung. Leute da unter der Nummer. Hast du eine Nummer, die man anrufen kann? Tue ich noch einrichten. Oder? Für 54 pro Minute. Genau. Dann kann man uns anrufen. Wie heisst die neue Single von Piero? Ich schenke dir. Bravo. Wann kommt das Album raus von Piero Steriore? Herbst 2000. 26. Wo findet die grösste Tournee statt von Piero Steriore? Europaweit. Am 4. April in Zürich. Übrigens, du bist eingeladen, gell? Danke Das vielmals. ganze Team von dir. Ich habe Sind wir gesehen, es sind dabei? etwa 25 Nasen. Ja, das ist grausam mit dem Das ist kleinen Raum. wahnsinnig. Das ist Wahnsinn, was für die Und, Produktion alles braucht. also und trotzdem habe ich das Licht selber müssen löschen. Und Dankeschön für das Glänzen in diesem Studio. Ich habe selten so glänzt. Wirklich Dankeschön vielmals. Aber ich würde sagen, jetzt müssen wir fast so gehen, wie wir gekommen sind. Ja. Oder nein? Was ist dir hängen geblieben? Nein, ich habe nicht- von dem ganzen Es ist Interview. so viel, ich muss das zuerst tiefer arbeiten. Also wenn du schnell die Augen zumachst, so, welcher Part von diesem Interview ist dir hängen geblieben? Das ist die einzige Frage, die ich an dich habe. Also was ich mitnehme, Piero, und ich glaube, das ist mega wichtig, ist, dass ich das Gefühl habe, und das habe ich so rausgehört, dass du versucht hast, immer ehrlich zu sein und dich selber zu sein und nicht mehr zu verstellen. Und Ja, das ist das so, hat auch viel gekostet. Aber mega geil, dass du das durchgezogen hast. Also Stimmt die das? hat es nichts gekostet, oder? Nein, mich nicht. Dich selber hat das viel mich? gekostet. Ja. Ich musste hier hinfahren. Nein, ich ich meine in deinem Leben, oder? Wie findest du das? Die Zusammenfassung jetzt, wenn du ja so ehrlich bist, kannst du ein ehrliches Feedback geben? Nein, das ist ja so, wie du sagst. Also, Dankeschön, dass du, dass du das so empfindest, oder? Ich meine, ich bin froh, wenn am Schluss von der Sendung, wenn sie ausgestrahlt ist, dass noch viele andere würden finden, oder? Und mir ist das wirklich als tolles Interview. Am liebsten würde ich noch 2 Stunden weiter. Ich auch. Ich wollte Obwohl eigentlich ich noch dann, nicht fertig. sehr wahrscheinlich brauche ich dann meine zwei Anwälte, oder? Wo ich grüßen. Ja. 2 Kannst du vielleicht noch schnell sagen, für deine Anwälte und vor allem für mich, wir können das so ausstrahlen, wie es jetzt ist. Kannst du das schnell? Ja, das ist okay. Also wenn das Management nickt, kann man das so ausstrahlen? Jetzt haben wir schon wieder. Oh. Wir haben gesagt, das ist ungeschnitten. Wir haben gesagt, das ist ungeschnitten. Nein. Also kannst du auch schnell nicken? Okay, sie hat genickt, gell? Nein, wir können es machen. Also, ich habe nichts gesagt, was ich nicht dahinter stehen kann. Dann können wir es so bringen, Und das ist schön. ich glaube, ein Interview... Es nimmt immer noch auf, wir sind immer noch auf Sendung. Eben immer noch auf Sendung. Ein Interview muss schon ein bisschen dramaturgisch sein. Also, was gehst du lieber? Einen Film schauen, der steil langweilig ist im Kino, oder gehst du einen schauen, der ein bisschen auch Action mit sich bringt? Mittlerweile rütteln scheint Stühle im Kino. Ich bin noch nie im Kino. Mal habe ich mal erlebt, ist noch Und geil. die Luft kommt entgegen. Alles und, sensationell. Wasser und keine Ahnung. Und so soll das Interview auch sein. Oder? Ja, das war glaube ich auch gewesen. Zieht einfach die Windeln an und dann kommt es gut. Piero Esteriore. Mega schön gewesen. Ich Klar, danke, ja. dass du so ehrlich und offen bist und Hey, das immer, alles mit uns teilt immer. hast. Ich bin mit Ich dir habe immer immer Schiss, wenn ehrlich jemand noch jemand mitbringt, dass dann Nein. die Person dann nachher sagt,
das muss man löschen, das muss man löschen, Nein, also, das muss man löschen. Darum habe ich gesagt, überleg dir gut, es geht ganz lang, sag ihr das. Es geht nur um Schutz oder, zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Karriere. Und, man schafft ja an Sachen dran und man will nur das Beste daraus rausholen. Aber ich muss auch immer weit rausholen und sagen, hey, hab keine Angst, ich kann es leisten. Ja, voll. Ich darf mir auch ein bisschen Ehrlichkeit leisten. Das ist das, was mich die ganzen Jahre heute vielleicht ausmacht, oder? Und das ist eigentlich noch crazy, dass man, wobei ich habe bei dir gefunden, jetzt, du hast das dir so erarbeitet, aber das ist das, was ich vorher so ein bisschen gemeint habe. Es braucht immer einen Moment eigentlich, eben, zuerst verstellt man sich und erst, wenn man es geschafft hat oder eben das Geld hat oder den Erfolg, kann man manchmal so ehrlich sein. Jo, und ich habe jetzt, du hast es einfach von Anfang an durchgezogen. Ich war schon immer so gewesen. Ja, ich finde jetzt nicht, dass ich anders bin wie vor 20 Jahren. Vielleicht bin ich ein bisschen Überleider, wie soll ich sagen. Aber ich getraue mich jetzt, ich getraue mich einfach sagen, wie es ist. Weil ich finde, alles andere ist Bullshit. Also, was bringt mir das, wenn ich irgendeine Geschichte erzähle? Oh, wir haben es super und sensationell und ziehen am besten die rosa-rote Brille an und dann ist gut. Nein, es ist nicht gut. Etwas, das bricht, ist nicht gut. Etwas, wo eine Trennung ist, nie gut. Es ist tut immer weh. Also, nicht falsch verstehen. Eine Trennung kann gut sein, wenn es einem etwas bringt. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man ein bisschen Gefühl hat, Menschengefühl hat und Emotionen, Bindung zu einer Familie, dann macht es weh. Und das kann nie gut sein. Also, weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Man sucht also ich finde das auch, ja. Man sucht dann einfach eine Ausrede und sagt, hey, es hätte einfach so müssen sein, weil sonst wäre das und dies und jenes. Ich sage einfach, eine Tür geht zu und zwei andere gehen vielleicht auf. Und das halten wir uns fest. Hey, willst du mir jetzt wirklich sagen, dass die Uhr stimmt, 10 vor 6? Ja. Ist das wirklich wahr? Ich glaube, sie stimmt. Ja, wir haben fast 2 Stunden geredet. Abartig, hey. Das ist geil. Ich bin gespannt, was du da draus schneidest. Das schneiden wir nicht, das kommt 1 zu 1. Bei mir ist noch nie etwas geschnitten worden. Schön wäre es, wenn wir jetzt Schluss machen würden. Wir machen Schluss, ich habe noch 2 Fragen. Wenn der Eis die Skiwerfer einfach ausgehen und wir sind noch da. Das ist eine gute Idee. Ich tue es dir vorbereiten. Weißt, ich habe noch 2 Fragen. Ja. Du hast mich auch gefragt, was ich mitgenommen habe aus dem Gespräch. Und weil wir ja selber viel erzählen, das ist ja so ein bisschen wie gewisse Gäste haben gesagt, das ist wie beim Psychologen, man reflektiert über sein Leben und erzählt. Er hat jetzt schön überlegen, während ich noch weitergeredet habe und philosophiert habe, hat er überlegt, was er mitnimmt. Aber es freut mich. Genau, nein. Ich bin gespannt. Nein, warte, das ist eine Frage an dich. Dann, ja, leg schon mal die Brille an. Nein, dann haben die mir gesagt, das ist wie ein Psychologe, man kann mal reden, etc. etc. Und was nimmst du selber mit? Oder wenn du reflektierst aus dem Gespräch, Piero? Wie fühlst du dich? Was nimmst du mit? Ich nehme eine Portion Gelassenheit mit, die von dir rübergekommen ist. Ruhe. Freude, Spannung, ein energiegeladenes Gespräch voller Emotionen. Das nehme ich mit. Und etwas Echtes, etwas wie Holz, etwas, das du nicht nötig hast zum Lackieren oder irgendwie. Es ist einfach so, wie es ist. Und es ist super. So nehme ich es einfach mit. Und, ein toller Journalist, eine tolle Sendung, wo Danke vielmals. Nach meiner Meinung sollte das im Schweizer Fernsehen einmal pro Woche ausgestrahlt werden. So wie eine Late-Night-Show, weißt du. Danke von Piero für diese Worte. Das war persönlich. Dankeschön. Genau, das habe ich auch gefunden. Ich schätze das. Ich es gerne, wenn es persönlich ist und wenn man auch ein bisschen, auch wenn es manchmal ungemütlich wird für den Gast. Aber du kannst Sachen sagen, die du vielleicht schon lange willst sagen oder es ist wie ein Knoten, der sich löst. Und dann laufst du aus und bist vielleicht ein bisschen
5 Kilo leichter. Wow. Also ich muss sagen, ja, abgenommen. Dankeschön vielmals. Schön, habe ich dir für das das. abnehmen. Und jetzt kommt meine allerletzte Frage, Piero. Ja. Bevor wir schliessen, streamen seine Musik, unterstützen ihn, gehen an Konzerte. Das ist das, was dem Künstler heute noch etwas bringt. Vor allem die Konzertbesuche, oder? Auf jeden Fall. Meine letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fest bist du im Flow? Jetzt. Jetzt bin ich fast bei 11. Jetzt hast du deine Skala musst neu aufsetzen. Nein, ich bin immer noch im 10. Also jetzt extrem, weil natürlich jetzt sind wir am Ende von der Sendung. Und kennst du Adrenalin? Mhm. Ja, du hast es hinter dir und denkst, das stimmt. jetzt könnte das Konzert kommen, oder? Nein, jetzt muss ich auf, jetzt hört es auf. Oder? Ich bin voll im Flow, ja. Ich bin voll mit euch. Es hat mich wirklich gefreut, gerührt, mit dir, mit deinem Publikum zu reden und hoffentlich mit meinem Publikum. Danke mal, Piero, und alles Gute wünsche ich dir. Danke, Bleib so. Gleichfalls. Grazie mille. Ich schenk dir mehrere Jahre, ich schenk dir mehrere Tage. Bis du zurückkommst, bin ich schon lang bei dir. Ich schenk dir mehrere Jahre, ich schenk dir mehrere Tage. Bis du zurückkommst, bin ich schon lang bei dir.